values and ways of thinking about the world, and they want to do good. If you take the kind of, I mean, this has probably been true all the way along, but I mean, the percentage of do-gooders, is really enormously large. Now, whether they end up working for some kind of shark law firm or something, or that kind of thing, or whether they end up human rights lawyers, as they all want to be, right? Yeah. Uh, is a different kind of question. But certainly, these young people are talented, they're smart, they have wonderful values, they're energetic, they work hard, they're focused. Um, and of course, it's not just Stanford. I mean, it's all over the country. You have young people who really want to contribute, and they want to contribute. It's true. Some of them end up, working to get rich. I mean, that's inevitable, right? But the percentages are actually rather small, at least at this age. Maybe when they get a mortgage and a family and that sort of thing. Financial well-being will be more important to them. But right now, you catch this young generation, and they're fantastic. Mm-hmm. They're fantastic, and they're not what they're often portrayed as being. Kind of silly and naive and knee-jerk leftists, and that they're not at all like that. Mm-hmm. They're really fine young people. So that's a source of optimism to me too. What advice would you give to those young people today, maybe in high school, in college, at Stanford, maybe to your grandchildren, about how to have a career they can be proud of, have a life they can be proud of? Pursue careers that are in the public interest, in one fashion or another, and not just in their interests. And that would be, I mean, it's not bad to pursue a career in your own interests. I mean, as long as it's something that's useful and positive for for their families or whatever. But yeah, so I try to advise kids to find themselves somehow, find it who they want to be and what they want to be, and try to pursue it. And the NGO world is growing, as you know, and a lot of young people are kind of throwing themselves into it, and Human Rights Watch and that kind of stuff, and they want to do that kind of work, and it's very admirable. I tend to think that even if you're not working in human rights, there's a certain way in which, if you live with integrity, I believe that all of us, or many of us, have a bunch of moments in our lives when we're posed with a decision. It's a quiet one. Maybe it'll never be written about or talked about, where you get to choose whether you, there's a choice that is difficult to make. It might require sacrifice, but it's the choice that the best version of that person would make. That's the best way I can sort of say how to act with integrity. It's the very thing that would resist the early days in Nazi Germany. It sounds dramatic to say, but those little actions. And I feel like the best you can do to avoid genocide on scale is for all of us to live in that way, to within those moments, unrelated potentially to human rights, to anything else, those actions. I believe that all of us know the right thing to do. I know, that's right. I think that's right. You put it very well. I couldn't have done it better myself. No, I agree. I agree completely that there are, to live with truth, which is what Václav Havel used to say, this famous Czech dissident, talked about living in truth, but also to live with integrity. Yeah. And that's really super important. Well, let me ask you about love. What role does love play in this whole thing, in the human condition? In all the study of genocide, it does seem that hardship in moments brings out the best in human nature, and the best in human nature is expressed through love. Well, as I already mentioned to you, I think hardship is not a good thing for it's not the best thing for love. I mean, it's better to not have to suffer and not have to. So? Yes,
I think it is. I think it's you know, as I mentioned to you, you know, studying concentration camps, you know, this is not a place for love. It happens, but it's not really a place for love. It's a place for rape. It's a place for torture. It's a place for killing, and it's a place for inhuman action one to another, you know? And also, as I said, among those who are suffering, not just between those who are, and then there are whole gradations, you know, the same thing in the Gulag, you know, there are gradations all the way from the criminal prisoners who beat the hell out of the political prisoners, you know, who then have others below them who they beat the, you know, so everybody's beating the hell out of everybody else. So I would not idealize in any way suffering as a, you know, A source of beauty. a source of beauty and love. I wouldn't do But that. see, at all. so I think what- it's a whole lot better for people to be relatively prosperous. I'm not saying super prosperous, but to be able to feed themselves and to be able to feed their families and house their families and take care of themselves, you know, to foster loving relations between people. And, you know, I think it's no accident that, you know, poor families have much, you know, worse records when it comes to crime and things like that, you know, and also to wife beating and to child abuse and stuff like that. I mean, you don't want to be poor and indigent and not have a roof over your head and be homeless. I mean, it doesn't mean, again, you know, homeless people are mean people. That's not what I'm trying to say. What I'm trying to say is that, you know, what we want to try to foster in this country and around the world. And one of the reasons, you know, I mean, I'm very critical of the Chinese in a lot of ways, but I mean, we have to remember they pulled that country out of horrible poverty, right? And I mean, there's still poor people in the countryside. There's still problems, you know, with want and need among the Chinese people. But, you know, there were millions and millions of Chinese who were living at the bare minimum of life, which is no way to live, you know, and no way, again, to foster love and compassion and getting along. So I want to be clear, I don't speak for history. I'm giving you, there used to be historians, you know, in the 19th century who really thought they were speaking for history, Yeah. you know. I don't think that way at all. I mean, I understand I'm a subjective human being with my own points of view and my own opinions, but I'm trying to remember in this conversation that you're, despite the fact that you're brilliant and you've written brilliant books, that you're just human. well, I am. With an opinion. I am. That's it. Yeah. No, that's absolutely true. And I tell my students that too. I mean, I make sure they understand this is not history speaking. You know, this is me, Norman, and I'm you know, and this is what it's about. I mean, I've spent a long time studying history and have enjoyed it enormously. But you know, I'm an individual with my points of view, and one of them is that I've developed over time is that you know human want is a real tragedy for people, and it hurts people, and it also causes upheavals and difficulties and stuff. So I feel for people, you know, I feel for people in Syria, I feel for people in you know, in Ethiopia and Tigray, you know, when they don't have enough to eat. And, you know, what that does, I mean, it doesn't mean they don't love each other, right? It doesn't mean they don't love their kids. But it does mean that it's harder, you know, to do that I'm not so sure. It's obvious to me that it's harder. There's suffering, but the numbers, we've been talking about deaths, we've been talking about suffering, but the numbers we're not quantifying. The history that you haven't perhaps been looking at is all the times that people have fallen in love deeply with friends, with romantic love, the positive emotion that people have felt. And I'm not so sure that amidst the suffering, those moments of beauty and love can't be discovered. And if we look at the numbers, I'm not so sure the story is obvious. That, you know, I mean, again, I suppose you may disagree with Viktor Frankl. I may too, maybe depending on the day. I mean, he says that if there's meaning to this life at all, there's meaning to the suffering too, because suffering is part of life. There's something about accepting
the ups and downs, even when the downs go very low. And within all of it, finding a source of meaning. I mean, he's arguing from the perspective of psychology, but this life is an incredible gift, almost no matter what. And it's easy to look at suffering and think if we just escape the suffering, it will all be better. But we all die. There's beauty in the whole thing. And it is true that it's just, from all the stories I've read, especially in famine and starvation, it's just horrible. It is horrible suffering. But I also just want to say that there's love amidst it, and we can't forget that. No, I don't forget it. I don't forget it. But And I think it's from the stories. Now, I don't want to make that compromise or that trade, but the intensity of friendship in war, the intensity of love in war, is very high. So I'm not sure what to make of these calculations, but if you look at the stories, some of the people I'm closest with, and I've never experienced anything even close to any of this, but some of the people I'm closest with is people I've gone through difficult times with. There's something about that. There's a society or a group where things are easy. The intensity of the connection between human beings is not as strong. I don't know what to do with that calculus, because I too agree with you. I want to have as little suffering in the world as possible. But we have to remember about the love and the depth of human connection and find the right balance there. no, there's something to what you're saying. There's clearly something to what you're saying. I mean, I was just thinking about Soviet Union, when I lived there, and people on the streets were so mean to one another. They never smiled. You grew up there? No, Yes. but you're too young to. No, I remember well. You remember I the came here when I Soviet- was 13, yeah. Okay, so anyway, I remember living there and just how hard people were on each other on the streets. And when you got inside people's apartments and they started to trust you, the friendships were so intense and so wonderful. So in that sense, I mean, they did live a hard life, but there was enough food on the table and there was a roof over their There's a heads. certain line. There are lines, I don't think there's one line, but it's kind of a shading. And the other story I was thinking of as you were talking was not a story, it's a history, a book by a friend of mine who wrote about love in the camps, in the refugee camps for Jews in Germany after the war. So these were Jews who had come mostly from Poland, and some survived the camps, came from awful circumstances, and then they were put in these camps, which were not joyful places. I mean, they were guarded sometimes by Germans even, but basically under the British control, and they were trying to get to Israel, trying to get to Palestine right after the war. And how many pairs there were, how many people coupled up. But remember, this is after being in the concentration. Yes. It's not being in the concentration Yes. camp. And it's also being free, Yes. to more or less free, to express their emotions and to be human beings after this horrible thing which they suffered. So I wonder whether there's, as you say, some kind of calculus there where, the level of suffering is such that it's just too much for humans to bear, and which I would suggest. I mean, I haven't studied this myself. I'm just giving you my point of view, my off-the-cuff remarks here. But it was very inspiring to read about these couples who had met right in these camps and started to couple up, and get married and try to find their way to Palestine, which was a difficult thing to do there. When did you live in Russia and the Soviet Union? What's your memory of the time? Well, so a number of different times. So I went there. I first went there in 69, 70, a long time ago, and then I lived in Leningrad mostly, but also in Moscow in 1975. So it was détente time, but it was also a time of political uncertainty and also hardship, for Russians themselves, standing in long lines. I mean, you must remember this, for food and for getting anything was almost impossible. It was a time when Jews were trying to get out. In fact, I just talked to a
friend of mine from those days who I helped get out and get to Boston, and lovely people who had managed to have a good life in the United States after they left. But it wasn't an easy time. It wasn't an easy time at all. People set fire to their doors. And, their daughter was persecuted in school. Once they declared that they wanted to immigrate and that sort of thing. So it was a lot of anti-Semitism. So it was a tough time. Dissidents, hung out with some dissidents. One guy was actually killed. We think nobody knows exactly by the KGB, but his art studio he had a separate studio in Leningrad, in St. Petersburg today. Just a small studio where he did his art, and somebody set it on fire. And we think it was KGB, but, you never really know. And he died in the fire. So, it was a tough time. And, you knew you were followed, you knew you were being reported on as a foreign scholar, as I was. There was a formal exchange between the United States. Ja. Wir haben keine Formatteile gekriegt. Hatte Glück. Ja, die ist dann ja. Heute heimgefahren, also vor kurzem heimkommen. Bis 12 Uhr noch gearbeitet. Wegen dem scheiß Ladenfahren. Trifft dich auch noch, oder? So ein Scheiß. Ja, schon, wenn man es vorher mit dem Kunde ausmacht, weißt du, und den ganzen Preis mal einspeichern kann. Aber wenn nichts abgeklärt ist, ist das echt ekelhaft. Manuell haben wir das dann. Also ich habe es mit einem von den IITs, sagt ihr bestimmt auch was, dann machen dürfen, und das hat über 1,5 Tage gedauert. So, so bist du natürlich schon lange im Spiel, dauert es länger. Weil es nicht funktioniert hat. Nee, für gerade war alles richtig. Das Problem war, dass der irgendwann hat er sich aufgehängt, dann hat er 8 Stunden Pause gebraucht. So haben sie es mir erklärt, über Nacht. Und dann waren die DNS, also die ganzen Adressen von uns, waren nicht freigegeben vom Kunden. Ja. Noch nie sowas gesehen, aber... Ha? Ja, ich könnte es ja eigentlich, ja, bei uns ist das ein bisschen scheiße, weil das läuft alles über den Verkäufer ab. Und der hat ja keine Ahnung davon. Habe ich nicht ganz verstanden, warum die sich einfach schon die 2 ITs unterhalten. Dann hat es auch funktioniert. Online, kann man die zuschauen. Ja, das habe ich vor. Das ganze Team tötet. Würde ich auch nicht. Eine Ratte. Die ist doch sexy. Wie cool. Oh Gott. Das ist doch normal bei Barwick. Warum spielst du mit AP? Ja, als AP doch nur ein, oder? Was ist denn das rollende Ding? Ach, Rumble, okay. Nimm's zurück. Neuer Skin.
Richtig Crit. Echt? Ja. Das ist ein echter Freund. Ally has been slain. Der hat keinen mitkriegt. Geht er jetzt unsichtbar rein? Keine Eier, Johannes, keine Eier. Helft dir mal wieder. Aber ADCs sind jetzt wieder stark, ne? Aber was haben sie jetzt wieder so anders gemacht? Okay. Your team has destroyed a turret. An ally has been slain. An ally has been slain. Your team has destroyed an inhibitor. Der liegt. Ein junger Gott. Arme Caitlyn, das Auto hitten. Der macht aber Schaden. Double kill. Bestimmt schon, oder? Nee. Don't trust any liquid you can see through. Du würdest es nicht anders machen. Here's something I wouldn't do that.
Your team has destroyed a turret. Ace. It's sticky, so you don't drop it. Das ist schon mal gut. The enemy's inhibitor respawns. Weil du eine Ratte bist. Hinterher, Johannes, hinterher. An ally has been slain. Würdest du es anders machen? Vor allem ist der eine einfach nicht aus dem Weg gegangen, der hat dich dreimal getroffen. Your team has destroyed an inhibitor. Also so viel Lifesteal. A summoner has just I'm dancing. Victory. Keine Ahnung, gute Frage. Sehen wir gleich. Der dich nie geschildet hat. Echt nett, hat mich auch gerade gewundert. Ja, ja, Ausreden. Und du bist schon wieder in der Warteschlange, das geht ja schnell. Oh, ich als Darius. Oh, cool, ein Blitzcrank. Nö. That glimmer of hope you see. Wird Blitzcrank That's gestartet. good. Wir haben einen Tank. Nein! They shall tremble at my perfection. Nö. Nö. Mit Lux bin ich auch zufrieden, aber wir haben viel AP, oder? Hale ist okay.
Johannes, bist du eigentlich schon am Sonntag bereit, um 5 Uhr um 5 Uhr schon loszufahren? Ja, ja, hier kommt doch am Morgen. Ich bin doch daheim. Hä? Das ist jetzt die Frage, wie wir es machen, ja. So wie ich es jetzt verstanden habe, kommt ihr zu mir, oder? When I looked into my mother's eyes, I saw a paradise for the young and glorious. It is Aber for dann haben wir that doch gesagt, work I wegen fight. Material macht es doch Sinn. So war mein letzter Stand, aber okay, wir können da noch mit Jan reden. Oh Gott, da sind noch mehr welche Positiv. Hier ein Shield. Mein Ziel ist. Fangen. Ziel ist. Aua. Was ist das denn für ein Drache? Okay. Danke. A clean cut Das ist divides ein darkness Tyra. and light. Warum nimmt er mich mit? Flame purifies. Ich bin ein Drache. Ich bin ja kompletter Drache. Alles heimlich. Heal by fire. Flame purifies. Only the divine. Ja, schön. Team. The world aflame. Ist ja echt was? Und die Laser ja so dran. What is dark in me, I will illuminate. Na toll. Das war ein richtiges Schachmann. Doch. Moral. Killing spree. Hast du gerade einen Blutrausch? I will not. Ah, was für nette Leute. Ach, der Gangplank ist jetzt erst da. Abwarten. Heal by Der fire. Range ist noch nicht so hoch, oder? I remember pain. It made me weak. Okay.
Na toll. Und seine Ulti hat der da klaut. Drowned in holy fire! Enemy triple kill. An enemy has been slain. The light renews. Hilfe. Shut down. Alles. Alles gut. Ja, das hat sich für mich geflogen. Vollsterben. Heal by fire. The past is for sinners. The future is for the repentant. Der Pike ist ja richtig fett. Das ist ein schöner Held, solange ich nicht spielen können. Where there is evil, I shall go. Hilfe. The just rise above this mortal soil. Flame purified. No human is perfect, but I am not human. Has been slain. Heal by fire. Mann. Au. Daneben. With fire if I must. Nein. Heal by fire. If I see, I will repent. I am your justice. Oh. Wackel der ganze Bildschirm, Johannes. Cannot kill justice. Und eines Denksteiles.
rising blaze. Just wait. The unrighteous will burn. Hau doch nicht auf Doom. Ich hab mal kein Essen kann. Lift me from mortal temptation. Den hier, Johannes, den will hier. My sword is named Virtue, and it burns eternal. My devotion is unbreakable. It's so tanky. Just Tackle! Flame purified. I will purify an ally has been slain. No! So einen schönen Flash. Super. Johannes, wie ist deine AD Keil? Machst du schon damit? Ja, das ist nicht leicht, oder? Nach der Ulti. the light renewed. Hilfe! Perfect execution. Aber das wird daneben schießen. I am anointed in the fire of absolution. Denk. I am born from the flame of their
Heilig Johannes. Never rise again. Your team has destroyed a turret. Nö. Das ist uncool. Johannes, bist du schon wieder gemutet? Cannot kill justice. Voll macht richtig gut Schaden eigentlich. Ach komm schon, echt. Nein. Light renewed. Johannes, ich bin Anfänger. They cannot kill justice. Heal by fire. The just cry to the heavens. I answer. Has been slain. Your inhibitor is respawning soon. Ally has been slain. 1053. Einem Speer. The light renewed.
Schönes Spiel, schönes Spiel. Ich weiß es nicht bei dem Helden tatsächlich. Die stackt auch recht gut mit AP, oder? Fragen wir mal Jan, ob er heute noch online kommt. Oder sich an der Wurst spielen. You want style? You found her. I knew you would do that. States and the Soviet Union, and you know, they let me work in the archives, but then you know, Ivanov got to work in the physics lab at Rochester or something like that. You know, so it was an exchange which sent historians and literary people and some social scientists to Russia, and they sent all scientists here to, you know, grab what they could from MIT and those places. How's your Russian? Do you have any knowledge of Russian language that has helped you to understand? Oh yeah, yeah. Is- I mean, I can read it fine, and the speaking, you know, comes and goes, depending on whether I'm there or whether I've been there recently or if I spend some time there. But I really need- you know, I have Russian friends who speak just Russian, so you know, when I'm there, I then you know, I can communicate pretty well. I can't really write it, unfortunately. I mean, I can, but it's not very good. But I get along fine in Russian. What's your fondest memory of the Soviet Union, of Russia? It's friends. Friends. It's friends. Was it You know- vodka involved, or is it just What? is vodka involved? Is it A little bit. You know, I'm not much of a drinker. Yeah. So you know, they just make fun of me, and I'd make fun of myself. And that was easy enough. I Yeah. don't really like, you know, Yeah. a heavy drink. I've done a lot of that. Yeah. Not a lot. I've done It's- some of that, but I never really enjoyed it, and Yeah. and would get sick and stuff. But no, it's friends. You know, one friend I made in the dormitory. You know, it was a dormitory for foreigners, but also Siberians who had come, you know, to Leningrad to study. And so I met a couple of guys, and one in particular from Omsk This suit lives became a wonderful friend. And we talked and talked and talked outside. You know, we would go walk outside because we both knew they were, you know, people were listening and stuff. And he would say, well, he was an historian, you know, so we Yeah, would talk thanks. history. And he'd say, well, this was the case with him. I said, no, I'm sorry, Sasha. it Du bist wasn't ja the ein case." Killer. You know, we think Stalin actually had a role in killing Kirov. I mean, we're not sure, but you know, he said no. I said yeah. You know, so you know, we had these conversations, and he was what I don't know if he would agree with me or not. I mean, we're still friends. Oh, So, nö, he was Akali, ich hasse den He's Helden. gonna sort check of a in with you after naive. this. Maybe he'll listen to the blog, or I'll send it to him or something. He was a kind of naive Marxist-Leninist, and he thought I was, you know, you know, I had this capitalist ideology. He'd say, "What ideology?" do you have?" And I said, "I don't have an ideology. You know, I try to just put together kind of reason and facts and accurate stories and try to tell them in that way. No, 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 no. You must, you know, you're a bourgeois, you know, this or that." I said, "No, I'm really not." And so we would have these Nice. talks and these kind of arguments, and then, I mean, sure enough, you know, well, we corresponded for a while, and then he had to stop corresponding because he became Kann ich dann immer viel nachdenken. in Omsk. And he sort of migrated more and more to being a Democrat. And he was then in the you know, Democratic movement under Gorbachev, and you know, the Council of People's Deputies, which they set up, which was, you know, elected as a Democrat from Omsk, and had a political career through the Yeltsin period.
And once Putin came along, you know, it was over. He didn't like Putin, and you know, and Putin didn't like the Yeltsin people, right? Who tried to be, some of them tried to be Democrats. And Sasha was one who really did. He just published his memoirs in Russia, by the way, which are very good, I think. Wow. Komandirovki v Vlast. That's what it's called. It's hard to translate in English, Komandirovki v Vlast. But I mean, I translated full What's for This is so beautiful. Like, do you find that the translation is a problem or no? It's such a different. Yes, translation is very difficult. With the Russian language, I mean, it's the only language I know deeply, except English, and it seems like so much is lost. No. Yes. Pain, the poetry, the beauty of the people. And translators are to be treasured, and good ones. I mean, those who do the translations, you know, when you read, you know, things in translation, sometimes they're quite beautiful, you know, whether it's Russian or Polish or German or anything, French. I'm actually traveling to Paris, talk to the famous translators like Dostoevsky, Tolstoy, and I'm just going to do several conversations with them about, like, you could just sometimes just grab a single sentence and just talk about the translation in that sense. That's, and also, as you said, I would love to be a fly on the wall with some of those friends you had, because the perspective on history, non-academic, sort of without, just as human beings, is so different from the United States versus Russia. When you talk about the way the World War II is perceived and all those kinds of things, it's fascinating. History also has an opinion and perspective. And so sometimes stripping that away is really difficult, and I guess that is your job, and at its highest form, that's what you do as a historian. Well, Norman, спасибо большое, что сегодня с нами поговорили. I really appreciate your valuable time. It's truly an honor to talk to you, and thank you for taking us through a trip through some of the worst parts of human history, and talking about hope and love at the end. So I really appreciate your time today. Great, thank you. Thank you for having me. Thanks for listening to the Conversation with Norman Neymar. To support this podcast, please check out our sponsors in the description. And now, let me leave you with some words from Stalin. A single death is a tragedy. A million deaths is a statistic. Thank you for listening, and hope to see you next time. Also Attack Speed scheißegal, Hauptsache Infinity. Habe ich das richtig verstanden? Okay. Auch Hilfe an der Front. Hilfe! Alter, macht die Damage! Blöde Bitch! Blödi! Falsche Richtung! Hannes! Penda! Shut down. An enemy has been slain. An ally has been slain. An enemy Oh. has been slain. Ich wollte ihn eigentlich anschließen. Ja, Kali. An ally has been slain. Der spielt AP. Zwischen Monster bist du. Da ist was drin. Das war der Wirbel. I came back.
Jetzt tank ich vor. Oh nein. Wird auch AP. Nee. Sofort so. Ja gut, rein da. I'm right here. Da will ich so viel. I return stronger than I left. Sehr schön. Rein da. I came for the hunt. Playstyle kommt immer nicht gut an. 8 Kills, Johannes. Das ist ein Monster. Maybe someday they will come to us. Now, they Komm, geh mal rein. take your time. Forgive me. Anfang. Nein! Tentacle of Doom. Bam! Jetzt kommt aber Attack Speed. Was bist du Killer? Keine Chance. Feed the beast. This is my place. Learn Das ist ziemlich hoch. Ja gut. It's Power Ranger. Hilf! Da war auch noch durch. marked by the beast. This world is changing. We decide into it. Ja, das ist echt krass. Laui macht das auch nicht schlecht, der Zilian auch. Oh Gott.
Wow. An ally has been slain. An enemy has been slain. Johannes, wir sind drin. Oh. Shut down. Shut down. Artifact of ancient power. Trees. How I miss them. This skin Take gets on it. me, I'm unscrewed. Geht's los. Also macht damit. Daumen out. I'm lucky to die. Johannes rein. Your team has destroyed a turret. Survival means agreed. Ally has been slain. Teammate. It's a good day for a hunt. Hilfe! Enemy has been slain. Double kill. An ally has been slain. Ach komm schon. Einmal ausweichen müssen. Das finde ich schön für Ilawi. Some call me monster. They have no idea what lurks just below. I will not. Gut. Enemy double kill. Dumm, one-shotted. An enemy has been slain. Shut down. Shut down. Void is not connected. An ally has been slain. Reingeht. Hannes reingeht. Was? Shut down. Was war das für eine Attacke? Kein Monster ist es, Johannes. Double kill. Schöner Bait von mir, schöner Bait. Oha, was macht der jetzt, der Kali? Hier, Johannes.
save me. Noch nicht. Ja. Nein. OP-Held hast du da. Ach so, Johannes, wir müssen aber nach Wolverthausen auf jeden Fall meinen Cousin abholen, weil der kommt nicht vor zu einem von uns. Das müssen wir noch hinkriegen. Ich bin mal gespannt, ob der Jan noch online kommt. Ich habe mal geschrieben. Warum kämpfen die da nicht? And one way to live. Become. Warum bin ich Level 17 und alles Level 80? Ja, ja. Liebe. Monsters are everywhere. Hör auf, Johannes. Gib mir Lifesteal. I'm going. Muschis. Ich habe die letzten paar Runden so scheiße gespielt, dass du jetzt mehr Damage hast als ich. Ah, dein Held hat allgemein viel Damage. Das liegt am Helden. Homo economicus, ist es Philipp? Will er mitspielen? Oder will er mit dir ranken? Da ist User er. joined your channel. Hallo Philipp, du Pappnase. Nee. Wieso spielst du eigentlich von der Arbeit aus, Tommy? Ich bin jetzt daheim. Ja, wahrscheinlich. Ich bin jetzt wieder gesund, habe keine Erkältung mehr. Bin jetzt Nasenspray abhängig. Okay. Mhm. Und ich bin wieder an Dresden vorbeigefahren, ohne Hallo zu sagen. Halt schon, Assi, ne? Jedes Mal, wenn ich in Schwäbisch Hall bin, versuche ich was mit dir zu machen. Du Arsch, Einmal ne? bist du kommen. Du Arsch, Fight for the first lands. Okay, see if I care. Ach, Tommy. Ja, das ist doch gar nicht Ding. Wie soll ich den spielen? Der eine hat den doch. Na gut, ich bin am Essen nebenbei, das ist dann schwierig. Oh, ich muss noch ruhen. Einfach nur ein bisschen hier Serrano-Schinken. Okay. So was Edles gleich. Naja, so ersetzt halt mein Abendbrot. Ach, isst du jetzt gar kein Brot mehr, oder wie? Nee, ich habe halt überlegt, was man einen guten Snack, der jetzt No one fights alone. geil schmeckt. Und Trinken. weh, also hat halt viel Fett, aber keine Kalorien. Also. Das schmeckt halt gut, ne? Mhm. Ach, ich bin auf dem falschen Account. Verstehe ich das. Wollte ich auch annehmen. So seht zu spielen. Ja, passt. Ja, nichts Interessantes drin hier, ne?
Das Mal, wo ich Full AD Yuri gespielt habe, war nicht so erfolgreich, gebe ich zu. Alter. So, was war da eigentlich für ein Amokläufer? Ja, Ihr seid wirklich in Zeug von mir. Oberkirch. Ja, genau. Johannes ist halt einfach, weißt du, nicht mal Nachrichten schauen. Immer nur am Stream. Ja, ich natürlich, weil ich sozial engagiert bin, habe mit meinen Mitarbeitern in der Mittagspause geredet. Und da habe ich das erfahren, ne? Ich weiß es nicht, ich habe nicht zugehört. Amoklauf. Irgendwie hat er 7 gekillt und dann wurde er gekillt oder hat sich selbst gekillt? Er Das hat habe ich sich nicht selbst getötet. Das Insgesamt ist- hat er 7 getötet und 1 Säugling. In Deutschland, in Hamburg in der Nähe, glaube ich. Ja. Er hatte einfach Hass gegen Religionsgruppen wie die Zeugen Jehovas. Also was die gesagt haben, ist, dass er Mitglied war. Er war mal Mitglied, genau, und dann war er 1,5 Jahre nicht mehr dabei. Ah, genau. Waffenschein gemacht, der ist dann auch kontrolliert worden schon mal von der Polizei. Sehr gut. Ja. Dürfen alle keine Blutspenden annehmen und dann sind sie verblutet. Wir haben schon wieder 3 ADCs. Philipp, du, ich. Ich spiele Support, kein Problem. Ich kann auch AP spielen. Gibt es in der Ecke steht? Was bringt das? Das wird sogar empfohlen. AP. We pledged ourselves to each other in the middle of a tavern brawl. The whole place reeked of vomit, sweat, and blood. Langweilig, oder? Ich kann nichts kaufen. Also. Ja. Thomas! Doch. Welcome to the Howling Abyss. Ach stimmt, ich bin Mili, ne? Oh mein Gott. Es. Was sagt mich? Da der Fest. Talking to people makes I'm a me typischer want to Tank. stab them. So I do. Ja. So, die Heimathymne wurden ja auch hart genervt. In dem einen Patch da, wo er im Pro-Play so aktiv war. Wie lange stand der scheiß Ding? 3 Sekunden oder was? Anything is never on my feelings. Oh, turnt die nicht. Kämpfen. Ja, ist halt so. Alle tot, Jungs. Was? Useless. Das war jetzt. Philipp war gespielt.
Namely mine. That's why. Oh, Doppelflash. was ist denn los? Oh, I was born. Hier, ja, das 5 Leben für dich. 28, ja? Wir gehen dahin, wo du schießt, ne? Alle. Victors are sole authors of history. Unright power. Ja, aber. Macht die Leona, warum geht die nicht auf mich? Oder auf dich? Oh, ich bin Range. Was geht's los? Level 6. Tavern brawls just seem to find me. Bam, baited! Hilfe. Eigentlich müsste doch Navori auch auf meine Passive und auf meine E zählen, oder? Daggers. Nur eine blöde Frage. Ja, aber auch auf die Passive von der Edis, meine. Okay, Leute, was macht denn dem sein Damage, bitte? Kannst du damit aufhören, Philipp zu lachen? Ich muss auch Kreislauf denken. Wie schon gesagt, immer das, was ich baue und dann in Navori. Alles andere ist Troll. Alles andere ist Troll. Denkt, Jungs. Are my spirit animal. Aced. Komplettes Level behind. Oh, so scheiße. If our existence is at risk, chaos is going to be great. Nature bends towards chaos. What? Give in or break. I'm trolling. No one will block me. Da hast du nur ein. I'll do whatever needs to be done. Twice. Just a Death was a nice vacation from the team. Play nice now. They say I don't know when to quit.
Sehr gut, Jonah. Schiene. Finish ist fast nicht zu mir. Enemy double kill. Oh! How much does it cost for me? Lucian macht irgendwie Damage. Oh, I was born to ruffle feathers. Heal by fire. Talking people makes me want to stab them. So I do. Und kein Fan. Und trotzdem von. Chaos is the preferred state of nature. Hä, ich hab doch. Ja, komm einfach raus, Mann. Richtig gedrückt. Juhu! I'll be rating your performance. Rebellion puts the fire in my blood. Ally has been slain. Double kill. Training in the field. I bring the light rack. Going to do great. Heal by fire. Also nur die Autotext an sich retten, aber sonst halt nichts. We Vistaya are only half. Also anstatt das AP-Bild. Boah, ist glaube ich eher so eine Konfigurationssache. Das AP-Bild schon ausspielen. Das AP-Bild wird besser sein auf ein Item und 2 Items. Aber danach denke ich Schwäche. Und dann AOE-Damage ist besser auf dem AP-Bild. Aber ich wollte einfach mal Nabori testen. Warum kommt mein Autotick nicht raus? Enemy double kill. Your turret has been destroyed. An enemy has been slain. Shut down. Did in this hour.
victors are the sole authors of history. Unlike our chapter. I'll be reading Cormac. Flame purifies. Tavern brawls just seem to run me. Let loose the flame. I bring the lightning. Talking to anybody about anything is never. Sabotage takes patience and time. And lots of feather daggers. I'll get you. An enemy has been slain. Oh, you made them all crispy. Trust me. What? So- Ooh, I wasn't finished with these ones. Ever been stabbed by a feather? They say I don't know when to quit. Like that's a weakness. Nature is wild and untamed. That's all. Flame purifies. Training in the field. I will rest when our homelands are restored. Gut, ich höre das nur Zacke. Shut down. Your team has destroyed a turret. Wann ist die Rennen schon? Shut down. If our existence is everyone else's chaos, An Nee, ich hab's ally has versucht. been slain. Ich habe 480 Gold gekriegt für den Kill. nature Boah, bends der ist ja towards fett. balance. Give in or break. Has been destroyed. No one will block my path.
Hilfe. Warum kann das immer ich? Das macht so wenig Spaß, Alter. Macht aber einfach keinen Spaß, Mann, wenn einfach alle AFK sind. Holy shit, Alter. Das Ziel schon gekämpft am Tower, Alter, für nix hin. Enemy triple kill. Shut down. Aced. Executed.
victors are the sole authors of history. Unlike our chapter. Inhibitor has been destroyed. You have slain an enemy. Your turret has been destroyed. Wieder dazu. Shut down. Aced. Was ist das damit zu tun? Das gehen halt AFK rum, die Eier. Ja.
It was really shocking. Why weren't we pushing towards economic fusion and new materials and new methods of heat extraction and so forth? Because everybody knew fusion was 40 years away. And now it's 4 years away. The following is a conversation with Dennis White, nuclear physicist at MIT and the director of the MIT Plasma Science and Fusion Center. This is the Lex Friedman Podcast. To support it, please check out our sponsors in the description. And now, dear friends, here's Dennis White. Let's start with a big question. What is nuclear fusion? It's the underlying process that powers the universe. So as the name implies, it fuses together or brings together two different elements, technically nuclei, that come together, and if you can push them together close enough that you can trigger essentially a reaction, what happens is that the element typically changes. So this means that you change from one element to another, chemical element to another. Underlying what this means is that you change the nuclear structure. This rearrangement through E equals mc squared releases large amounts of energy. So fusion is the fusing together of lighter elements into heavier elements. And when you go through it, you say, oh, look, so here were the initial elements, typically hydrogen, and they had a particular mass, rest mass, which means just the mass with no kinetic energy. And when you look at the product afterwards, it has less rest mass. And so you go, well, how is that possible? Because you have to keep mass, but mass and energy are the same thing, which is what E equals mc squared means. And the conversion of this comes into kinetic energy, namely energy that you can use in some way. And that's what happens in the center of stars. So fusion is literally the reason life is viable in the universe. So fusion is happening in our sun. And what are the elements? The elements are hydrogen that are coming together. It goes through a process which is probably gets a little bit too detailed, but it's a somewhat complex catalyzed process that happens in the center of stars. But in the end, stars are big balls of hydrogen, which is the lightest, it's the simplest element, the lightest element, the most abundant element. Most of the universe is hydrogen. And it's essentially a sequence through which these processes occur that you end up with helium. So those are the primary things. And the reason for this is because helium has features as a nucleus, like the interior part of the atom, that is extremely stable. And the reason for this is helium has 2 protons and 2 neutrons. These are the things that make up nuclei, that make up all of us, along with electrons. And because it has 2 pairs, it's extremely stable. And for this reason, when you convert the hydrogen into helium, it just wants to stay helium, and it wants to release kinetic energy. So stars are basically conversion engines of hydrogen into helium. And this also tells you why you love fusion. I mean, because our sun will last 10 billion years approximately. That's how long the fuel will last. But to do that kind of conversion, you have to have extremely high temperatures. It is one of the criteria for doing this, but it's the easiest one to understand. And why is this? It's because effectively what this requires is that these hydrogen ions, which is really the bare nucleus, so they have a positive charge. Everything has a positive charge of those ones. Is that to get them to trigger this reaction, they must approach within distances which are like the size of the nucleus itself, because the nature, in fact, what it's really using is something called the strong nuclear force. There's 4 fundamental forces in the universe. This is the strongest one, but it has a strange property, is that while it's the strongest force by far, it only has impact over distances which are the size of a nucleus. So to put that into, what does that mean? It's a millionth of a billionth of a meter. Okay. Incredibly small distances. But because the distances are small and the particles have charge, they want to push strongly apart. Namely, they have repulsion that wants to push them apart. So it turns, when you go through the math of this, the average velocity or energy of the particles must be very high to have any significant probability of the reactions happening. And so the center of our sun is at about 20 million degrees Celsius. And on Earth, this means it's one of the first things we teach, entering graduate students. You can do a quick basically power balance, and you can determine that on Earth it requires a minimum temperature
of about 50 million degrees Celsius on Earth To perform fusion. to get enough fusion that you would be able to get energy gain out of it. So you can trigger fusion reactions at lower energy, but they become almost vanishingly small at lower temperatures than that. First of all, let me just linger on some crazy ideas. So, Yeah. one, the strong force, just stepping out and looking at all of physics. Is it weird to you that there's these forces and they're very particular, like it operates at a very small distance, and then gravity operates at a very large distance, and they're all very specific, and the standard model describes three of those forces extremely well, and there's And this is one of them. And yeah, this is one of them, and it's just all kind of works Yeah. out. There's a big part of you that's an engineer. So you just step back and almost look at the physics. So it's interesting because as a scientist, I see the universe through that lens of essentially the interesting things that we do are through the forces that get used around those, and everything works because of that. Richard Feynman had, I don't know if you ever read Richard Feynman. It's a little bit of a tangent, but He's never been on the podcast. he's never been on the podcast. He was unfortunately passed away, but one of like a hero to almost all Yes. physicists. And then part of it was because of what you said. He kind of looked through a different lens at these, what typically look like very dry, like equations and relationships. And he kind of, I think he brought out the wonder of it in some sense, right? For those, he posited what would be if you could write down a single, not even really a sentence, but a single concept that was the most important thing scientifically that we knew about. That, in other words, you had only one thing that you could transmit, like a future or past generation. It was very interesting. It was so it's not what you think. It wasn't like, oh, strong nuclear force or fusion or something like this. And it's very profound, which was that the reason that matter operates the way that it does is because all matter is made up of individual particles that interact each other through forces. That was it. So just That atomic theory, basically. Yeah. Which is like, wow, that's like so simple, but it's not so simple. It's because like, who thinks about atoms that they're made out of? Like, this is a good question I give to my students. How many atoms are in your body? Like, almost no students can answer this, but to me, that's like a fundamental thing. Yeah. By the way, it's about 10 to the 28. 10 to 28. So that's trillion, million, trillion, or something like that. Yes, yeah. So one thing is to think about the number, and the other is to start to really ponder the fact That it all holds together. yeah, it all holds together, and you're actually that. You're more that than you are anything else. Yes, exactly. Yeah. No, I mean there are people who do study such things of the fact that if you look at for example, the ratios between those fundamental forces, people have figured out, oh, if this ratio was different by some factor, like a factor of 2 or something, I was like, oh, this would all like not work. Mhm. And you look at the sun, right? It's like, so it turns out that there are key reactions that if they had slightly lower probability, no star would ever ignite. Mhm. And then life wouldn't be possible. It does seem like the universe Yes. set things up Yeah. for us that it's possible to do some cool things, but it's challenging. So that keeps it fun for us. Yeah, that's the way I look at it. I mean, the multiverse model is an interesting one because there's quantum scientists who look at and figure. It's like, oh yeah, like quantum science perhaps tells us that there are almost an infinite variety of other universes, but the way that it works probably is it's almost like a form of natural selection. It's like, well, the universes that didn't have the correct or interesting relationships between these forces, nothing happens in them. So almost by definition, the fact that we're having this conversation means that we're in one of the interesting ones by default. Aber du brauchst auch gar Yeah, keine one Shisha of mehr, the ne? somewhat interesting, but there's probably super interesting ones Ja. where Ja. Hm. Und du? Ja, ich bin schon, keine Ahnung, seit 5 Jahren oder so habe ich keine Shisha mehr. Microphone activated. Seit 5 Jahren rauchst du nicht mehr. Nee, aber schon. Ich habe durch vor dir aufgehört, oder? Kann sein. Ich habe es Ja. auch geschafft, seitdem nicht mehr rückfällig zu Hm. Wer ich? Bei mir ist jetzt echt schon bestimmt ein Jahr oder vielleicht sogar 1,5 Jahre. Ja, weggeschmissen habe ich sie vor nicht allzu langer Zeit. Vor Nee, einem ich, halben hab Jahr. halt, ich muss es halt verkaufen, weil es wäre mir zu schade ums Geld.
Ja, ich wollte nur mal irgendwie mit diesem neuen Tabak probiert hat, den es ja jetzt noch in dieser Paste gibt. Ja. Aber wenn du es auch noch nicht probiert hast. Nee. Momentan habe ich auch Gott sei Dank den Reiz nicht mehr dazu. Ja, so ab und I tend to zu würde think ich of schon mal noch humans eine as rauchen, glaube ich, incredible aber creatures. Our brain is deswegen habe ich es ja an incredible weggeschmissen bei mir computing auch. device, but Dass ich es Nee, zu Hause mach's auch I nicht think mehr we're also mache. extremely cognitively limited. I can imagine alien Vorsicht. civilizations that are User much, joined your much, channel. much, much more intelligent Tag. in ways we can't even comprehend in terms of their ability to construct models of the world, to do physics and mathematics. I would see it in a slightly different way. It's because we have Stupst mich Tommy an. creatures that live with us on the earth that have cognition, Bisschen right, that witziger understand heute. and move through their environment. But they Stimmt's bei they dir auch actually so? see things Geht in a way, grad. or they sense things in a way which is so fundamentally different. Voll ab. It's really hard. Like Mhm. it's the problem is the translation, uns not geht's necessarily voll ab, hab ich intelligence. So it's the gesagt. perception of the world. So I have a dog. Uns ist nur so And when I go sinnflutartig and wieder I see geregnet, my aber dog sonst nichts like eigentlich. smelling things, there's a realization that I have that he Ich hab's gesehen beim Philipp, ich sees hab's or gesehen. senses the world in a way that I can never, like I can't understand it Spielst because I du, can't spielst du gerade Ding translate jetzt, my way Philipp? to this. We get little glimpses of that Was? as humans, though, by the way, Diablo because there are raus. some parts of it, for example, Ne, Diablo ist optical nächstes information, Wochenende. which comes from light, is that now because we've developed the technology, we Hab can das mit actually dem Zeugen see Jehova things. mitgekriegt. You know, I get this, you know, as Klar doch. one of my areas of research is spectroscopy. So this means the study of light. You know, and I get this quote unquote see things or representations of them from, you know, the far infrared all the way to like hard X-rays, which is several orders of magnitude of the light intensity. But our own human eyes, like see a teeny little sliver of this. Yeah. So that even like bees, for example, see a different place than we do. So I don't. I think if you think of, there's already other intelligences like around us in a way, in a limited way, because of the way they can communicate. But it's like those are already baffling in many ways. Yeah. If we just focus in on the senses, there's already a lot of diversity, but there's probably things we're not even considering as possibilities. For example, whatever the heck consciousness is could actually be a door into understanding some physical phenomena haven't even begun understanding. So just like you said, spectroscopy, there could be a similar kind of spectrum for consciousness that we're like these dumb descendants of apes, like walking around. It sure feels like something. Die Aram Gamer wieder. But like we don't have. It's the same as in the ancient times. You experience physics, you experience light. Yeah. It's like, oh, it's bright, and you know. Yeah. And you construct kind of semi-religious Well, it's interesting. kind of explanations. We might actually experience this faster than we thought because we might be building another kind of intelligence. Yeah, and that intelligence will explain to us how silly we are. There was an email thread going around the professors in my department already so what is it going to look like to figure out if students have actually written their term papers or it's chat chat GPT. It was so as usual we tend to be empiricists in my field, so of course they were in there like trying to figure out if it could answer like questions for a qualifying exam to get into the PhD program at MIT, which was they didn't do that well at that point, but of course this is just the beginning of it, so we have some interesting ones to go Eventually, for. both the students and the professors will be replaced by ChatGPT. Da könnte ich auch mal dazu We'll beitragen, sit on ne? the beach. Philipp, du I bist der really Einzige, der recommend, das angenommen hat. I don't know if you've Zwei ever seen Film them. ist It's das called so The richtig Day the passiv Nee, aggressiv, keine weil Ahnung. irgendwelche This is weirden a Sachen James spielt. Ich Byrne. wäre auch eher für Normal. He's a scientist. Ah, ist nicht so meins. in the Normal UK. He had Was? a fairly Mir. famous series on public Scheißegal. television called Connections, I think it was. Normal But the macht one that mehr I Spaß really als Adam. enjoyed Adam was ist The so. Day the Universe Changed. Die sweaten in den the reason Adams, for the Tommy. title Das kann of ich mir it gar nicht was, vorstellen. Und dann Bei mir oben It says drin. the universe is what we know Was? and perceive of it. So when there's a fundamental insight as to something new, the universe for us changes. Of course, the universe from an objective point of view is the same as Philipp, willst du Normal for mitspielen? us. It has changed. So he walks through Weiß nicht, ob ihr so lange warten wollt. these moments of Kommt drauf an, wie perception lang, ne? in the history of humanity that 8 changed Minuten geht's what we wahrscheinlich. were, right? And so as I was ich thinking about hier coming vor. to discuss this, you know, people see fusion, Schauen oh, wir it's mal, still Johannes, far 8 away, or Minuten lang. it's been slow progress. Was It's like sagt Johannes? when my godmother was born, Ja, like das Tolle people an had der no Livestream. idea how stars worked.
Auch verstanden. So you talk about like that day, that insight, the universe change is like, oh, this is the. I mean, and they still didn't understand all the parts of it, but you know, they basically got it. It's like, oh, because of the understanding of these processes, it's like we unveiled the reason that there can be life in the universe. That's probably one of those days the universe changed, right? Yeah, And and that was around the 1930s. Yeah. it seems like technology is developing Habt faster ihr and jetzt faster and faster. schon Cho'Gath Botlane? I tend to think just like with ChatGPT, I think this year might be extremely interesting, just with how rapid and how Ich noch profitable nicht. the efforts in artificial intelligence Schon are. wieder zu viel That LCK. just stuff will happen where our whole world is transformed like this, and there's a shock, and then next day you kind of go on and you adjust immediately. You probably won't have a similar kind of thing with nuclear fusion with energy, because there's probably going to be an opening ceremony and stuff. Yes. An announcement. It'll take months, but with digital technology, you can just have a immediate transformation of society, and then it'll be this gasp, and then you kind of adjust like we always do, and then you don't even remember. Just like Kann ich ja einen guten Schrein rollen? How it worked before, right? Yeah. I mean, fusion will be, because it's energy. Its nature is that it will be, and anything that has to do with energy use tends to be a slower transition. But they're the most, I would argue, some of the most profound transitions that we make. I mean, the reason that we can live like this and sit in this building and have this podcast and people around the world is at its heart is energy use, and it's intense energy use that came from the evolution of starting to use intense energies at the beginning of the Industrial Revolution up to now. It's a bedrock actually of all of these, but it doesn't tend to come overnight. And some of the most important, some of the most amazing technology is one we don't notice because we take it for granted, because it enables this whole thing. Yeah, exactly. Which is energy, which is amazing for how fundamental it is to our society and way of life. Is a very poorly understood concept, actually. Just even energy itself, people confuse energy sources with energy storage, with energy transmission. These are different physical phenomena, which are very important. So, for example, you know, you buy an electric car and you go, oh, good, I have an emission-free car. And, but it's like, so why do you say that? Well, it's because if I draw the circle around the car, I have electricity and it doesn't emit anything. Okay, but you plug that into a grid where you follow that wire back, there could be a coal power plant or a gas power plant at the end of that. Oh, really? You mean, so this isn't like carbon free? Oh, and it's not their fault. It's just don't, like, the car isn't a source of energy. The underlying source of energy was the combustion of the fuel back somewhere. Plus, there's also a story of how the raw materials are mined in which parts of the world, with sort of basic respect or deep disrespect of human rights that happens in that mining. So the whole supply chain, there's a story there that's deeper than just the particular electric car with a circle around it. And the physics or the science of it too is the energy use that it takes to do that digging up, which is also important and all that. Yeah. Anyway, so we wandered away from fusion, but yes, it's a beautiful but it's very important actually in the context of this, just because those of us who work in fusion and these other kinds of sort of disruptive energy technologies, it's interesting. I do think about, like, what is it going to mean to society to have an energy source that is like this, that would be like fusion, you know, which has such completely different characteristics. For example, you know, free unlimited access to the fuel, but it has. Nobody else was doing anything creative with sex. Like, for me, it was like breathing. Like, you're just doing sex and you're bored. I'm like, what do you do? I don't know. Let's try something funny. Like, it's just the natural progression. And it felt to me like there was almost no competition. Like, I would just be really creative, and like immediately was the top not safe for work post on Reddit. I'm like, well, I didn't even try that hard. The following is a conversation with Ayla, a sex researcher who does some of the largest human sexuality survey studies in the world on everything from fetishes to relationships. She is fearless in pursuing her curiosity on these topics by asking challenging and fascinating questions and looking for answers in a rigorous, data-driven way, and writing about it on her blog, knowingless.com. She's also a sex worker, including OnlyFans and escorting, and is an exceptionally prolific creator of thought-provoking Twitter polls.
Ayla and I disagree on a bunch of things, but that just made this conversation even more interesting. I like interesting people, in the full range of the meaning that the word interesting implies. I'm currently reading On the Road by Jack Kerouac, and Das ist I'd be pervertiert. remiss if I Das didn't mention Karamell. one of my favorite quotes from that book that feels relevant here. The only Stehst du people auf for sowas? me are the mad ones. Ich The finde das ones who are Handwerk mad to dahinter live, ganz mad to faszinierend. talk, Die mad Arbeit to und be diese saved, Detailtreue und desirous die... of everything at the same Warum time. machst du denn das The ones nicht? who never yawn or say a Tommy, die machen commonplace das jeden thing, Tag. but burn, Jeden burn, Tag. Du burn, könntest es auch jeden like Tag machen. fabulous Ja, das yellow Problem Roman ist, guck mal die candles, ganzen exploding Handelmännchen like da spiders hinten. across Das the wäre ich dann. stars. And in the middle, Wäre you nicht der see the Chef blue da. satellite pop, and everybody goes, ah. Finde ich okay. Ja, Jeder die fängt werden, was This gleich is the an. Lex an. Friedman die werden nicht podcast. reich dadurch, Support it. Tommy. Please check out Du our sollst auch nicht sponsors reich in the dadurch werden, das description. macht dir ja And Spaß. now, dear friends, Ja, here's aber Ayla. von was lebe ich dann? I feel like this conversation Kuchen? could go anywhere. Is that exciting or terrifying to you? I think it's more exciting. The uncertainty exciting to you? Das Yes. ist absolut In faszinierend. conversations Diese, in general or just this one? I think Hier ist conversations in einfach- general. Ich bin Because einfach nicht so anybody der like out of Süße. certainty is really ja, exciting. aber dieses Maybe it's the certainty is something Overengineeren new. von I mean, obviously always Lebensmitteln, comes with einfach diesen uncertainty, Step weiter Almost zu always. gehen, was wird I started mehr trying zu to think of a machen. counterexample. Findest Das du, ist- ich denke mir immer You're noch, es uncomfortable kommt with vorne rein generalizations und of that hinten kind. raus. Like always is Das always a bin really ich halt cool komplett idea. anders. Ich But versuche if it's jedes truly Essen, novel, das ich that koche, versuche means ich so you zu don't machen, really dass es halt understand geil it's ist. outside your That's- distribution. So therefore, it's Ich gonna mache have mir much more Pelimeni uncertainty. aus You der don't think of Packung, it as Maultaschen uncertainty. aus der You think Packung. about it as Ich habe something new. neulich, But it neulich actually also attracts you because there's a lot of Curry uncertainty von surrounding it, Scratch probably. gekocht und das Like, what hat is this wirklich new insgesamt thing? 3 Stunden Yeah, gedauert. like annihilating the mystery. I An like einem that for him. Wochentag abends. What about the danger of it? And it's like part. I was just thinking of Oh, on the sehr, drive sehr over because I was geil. like, I'm like a little nervous about doing this podcast, and then I was Was like ich oft esse, ist so feeling into rumstehen the und so, aber das ist halt unpleasantness nur of it, ganz like the blutig. the fear of what if something goes terribly Und wrong. Steak ist jetzt ja And wohl then auch I das was am also feeling like how much that's unkomplizierteste a Essen. part of Das why ist- I'm Ja, excited. ich selber mache das nicht, ich lasse es If I machen. knew that it was going to go great, I don't know. Did you actually imagine all the possible ways it can go wrong? Not like all of Schon them, but I was weich. like, what if I say something Rumsteak really ist, dumb, or like you lässt ask me sich a question regelmäßig machen. and I answer it in a way Weich, ich that krieg doch meine makes me sound like a Spesen. lot less capable than I Ach so, am, ja, like wenn du auf really afraid Montage of being bist, okay. perceived as stupid or something. I was also thinking about this on the way over. Like I'm kind of risk In der averse in USA some ist ways. es Like, nicht I mal don't so drive teuer. like driving fast in Das, cars. ich, So ich driving will very unbedingt carefully mal here nach 'cause the roads are Texas. bad. Yeah. Texas And then I was Barbecue thinking, but I'm very würde like mich schon sehr, sehr pro risk in reizen. other ways, like being really exposed to like a wide variety of people who might hate you. Du And wirst auf jeden Fall I think like groß, from mal the zu outside that Speck. might look fine, but I think the monkey Okay. brain is really sensitive to lots of people yelling at you for whatever problems that you seem to have. So that's the big risk you're taking is putting yourself out there as an intellectual, like through your Ist writing, Johannes irgendwie and then heute a lot of people leiser? yelling at you. Is that the Yeah. worst embarrassment you can It's experience? pretty bad, yeah. Würde I ich think fast the gar nicht. worst embarrassment is if I put something out there that I failed to like be properly skeptical of. Ja, in momentan myself, bist du tatsächlich ein bisschen and then leiser, aber das people liegt are wahrscheinlich like, daran, weil "Oh, du dich we nach hinten caught lehnst, this oder? thing that you Wahrscheinlich didn't liegt er an catch." seinem I think Stuhl that's oder the so. biggest terror. Yeah, from looking Jetzt at your bist du reading lauter and listening to geworden. your interviews, Ja. you seem to be Nur leise. very defensive and worried about being a good Nee, scientist jetzt ist Yeah, okay, jetzt ist schon normal. about your like methodology. Yes. And funny enough, you get attacked on that methodology, Capybara. even though I'm Ach, ich habe nur den Ohrwurm von Instagram. Bei mir kommen dann noch Capybaras. Capybaras sind auch cool. Von dem, warte Tommy, ich suche dir eins raus, da gibt's ein paar richtig geile, ich gucke das so gern. Hier, guck mal, das hier zum Beispiel, das wirst du feiern. So gut. Ich bin auch ein Capybara-Fan. Oh, Thunfisch essen. Ja. Bist gut. Du bist Ja, was- lauter, aber du bist klarer geworden. Die ganzen Thunfisch-Videos kenne ich schon. Das ist so geil, Tommy, ey, wenn diese riesen Fisch, Alter. Hoffentlich voll auf Capybaras gefreut. Ich liebe diesen Dieter-Channel, das ist so geil. Alter. Jetzt krieg ich da einen Thunfisch, der zerlegt wird. Mit einem Samurai-Schwert. Das sind spezielle Thunfischmesser und der hat verschiedene Tonnen für den verschiedenen Cut.
最初に本マグロは多分 Sagen die Japaner. 江戸時代から好まれてたんだと思います So scheiße. でもその頃はトロは食べずに赤身を漬けて Die Japaner noch aus South Park, wo sie auf einmal einfach alles zusammenrennen und alles töten. 昔はトロは捨てるものだからそのうち気候が変わってきて脂があるから美味しい、まあ、トロって美味しいじゃないトロって美味しいねって言ってだんだんトロが多分文化的にはお寿司になくてはならないもの絶対になくてはならないものっていう感覚っていうのは多分お寿司っていうのは生まれた時にいろんなものを聞いた時にマグロって本当美味しいんだなって Ich spiele Dschungel. うちの会社グループ全部合わせると、本マグロ、バチマグロ、キハダマグロ、 Kannst auch Mitte gehen. メカジキ、メカジ Ich キ、 kann auch Top gehen, mir ist es egal. 5種類。 Kannst auch Bot マグロ gehen. 何件ぐらいか細かく分けて1000件ぐらい Ist jetzt nicht ぐ so らい 1000 präferiert. 件ぐらいですか Botland ist toxisch, dann spiele ich Joker. Johannes ist gar nicht toxisch zu sein. だからその Geht 辺は nicht um 入荷量を Johannes, es geht こ um う die Botlane. 考えていきながら、特に今の時期はマグロが取れる量がぐ Wer っ hat と減るんで das すよ für Tommy, Alter? Ich bin nicht in Q. Was will ich in Q? Hä, wieso も war うこれはもう明日に ist ja klein wieder 止めてる stabil? 魚です。 Mhm. Anscheinend. Kannst du auch auf dein Main 全 wechseln. 体的に今 Oder これ hat から er 1ヶ月間 inzwischen ですごく alle 魚がいいんで Ding, すよ。基本的には冷凍で上場されるものはタイ alle のトロ Champions? アイルランド、ニューヨーク、カナダ、それからオーストラリア、ニュージーランド、ケープタウン。生はこの近海で取れたもの。 Der konnte あ echt とはさっ ziemlich き言っ viele. たノースキャロライナとか、 Gestern Abend versucht あ eine とは Runde ボストン CSGO から zu 取ったも spielen. のはその時期だけ空輸で Von der 運ばれた。 Full Supreme Lobby. 何がなくても Das マグロ so な hart けれ um ばい die けないって Schnauze いう考 gekriegt, えれ ey. ば Das ist マグロが一番 normal. 需要があると思います。 Counter-Strike kriegt es hin, das macht das Matchmaking noch schlechter als League. Du hast doch gesagt, du bist fast LEM, ne? Du musst mal auch mal carryen, ne? Ich habe 2 Loses in Folge, jetzt bin ich wieder weg von LM. Hat sie schon bald berühmt. あとヒレ取っちゃって。 Warum ist auf dem LEC-Video als Thumbnail der Reckless drauf, Digga? Das habe ich mich auch gefragt. Dieser Reckless, Alter. Die haben 2 Wins gehabt. Aber warte, das war ein Rebuild. Ich sag's dir, Fabienne wird den richtig carryen. Die werden abgehen. Ich sag's dir. Soll ich wundern, dass der jetzt aber nur bencht oder was? Heißt ja, dass er nicht gekickt worden ist, sondern dass er nicht spielen wollte in dem Team. Was ich auch verstehen kann. Ich glaube, der hatte keinen Bock mehr auf Razok und was ich mich frage, ist, wieso. Also, ich bin der Meinung, dass das mit Jungle nicht. Die mit Jungle hat nicht funktioniert. Die haben nicht harmoniert. Gar nichts funktioniert. Gar nicht. Ja, aber schon die ganze Zeit, weißt du? Auch mit Jungle nicht funktioniert. Auch mit Wunder, Upset, Hilly, Botlane hat mit Jungle nicht funktioniert. Was band man? Neuen Sachen. Yumi ist anscheinend wieder bastet. Was für ein Held? Yumi ist anscheinend wieder bastet. Ist die busted? Nein. 本マグロは、腹カニ Ja, aber die hielt jetzt nicht mehr so viel, oder? Die macht jetzt mehr Schilde. 一番これが高いマグロやって、あそこの部分が一 Also 番高いんですよ。 Cassiopeia geht mir auf den Sack, Alter. Ich weiß nicht, wie man gegen die spielt. Das ist einfach so eine 伊豆の Mannschaft. 下田です。まあ下田に船が入ったっていうことなんだけどね。取ってる場所は黒瀬っていうところで、東京都三宅島とか島の Wenn と du ころ jetzt に zu traden cool sein. Dann nehme ich Johannes Ach so, ich bin First Pick oder was? Ja. Kannst du mir auch einfach einen Schafen picken. ここもいらないとこだから。でこの部分を残 Oder すと、 so. こんな血の塊なんで血が流れてこう汚しちゃうんですよ。もちろん目方をかけてから取るんで、まあ、お客さんに Weißt du was? 行くと目方って実際の目方と違うじゃないですか。この辺は信頼関係で、 Mit お客さんに Jungle. 結ばれてるから、もう綺麗に掃除して Die 出してくださ Synergy, い。 Tommy, die Synergy. 綺麗に掃除をした方が Hilft dir nicht. 状態がいいんで、そうにして出荷して Da る ich wieder はい vergessen. Ich hab du, Jungle. 今日これが一番月で高いマグロです。これは今日
日本の二つ星のお寿司屋さん。これは今日これが一番月で高いマグロです。 Du guckst das Video immer. 今 Geil. 日日本のマグロです。もう施設化してるんで、はい。今日これが一番月で高いマグロです。 Nee, daraus machst du einen Fisch zu. Jetzt warte mal, ist das eine Samira in der Mitte oder was? Ja, und was ist in der Mitte? Wer ist genervt? Haben sie den echt genervt? Wieso haben die den genervt? War halt stark, ne? Die Grass genervt tut wahrscheinlich auch weh. Aber habt ihr gesehen, dass die haben Ding genervt, gell? Die haben Yorick. Die haben Yorick genervt. Ich habe den kein einziges Mal gesehen in einem Game. Das sind 4 Leute pre-made und der Midlaner wollte eigentlich auf die Botlane gehen. Interesting. Was ist das? Just a harmless flower. Also 10 Power Spike is incoming. Welcome to Summoner's Rift. Ich sag bloß, ich muss 10-mal sterben, dass ich stark werde. Das ist fair von dir. 30 seconds until minions spawn. Wait until my seeds take root. Hey, Jarvan steht hier auf Platz 1 auf OPGG. Jarvan ist gerade auch stark, ja. Keine Ahnung, ich habe die Patch-Notizen seit 2 Jahren nicht mehr gelesen. Aber ich habe einen Drachen. Ich habe nicht geguckt, ob sie Jarvan genervt haben, aber die letzten Mal, als ich ihn gespielt habe, hat er sich stark angefühlt. Das ist eine gute Frage, Johannes. Das lobe ich mir. Things aren't always what they seem. Lass mich warten, der K6 kommt gleich. Come closer. First What? blood. Okay, ich hätte gedacht, ich stirb sogar. Scheinbar nicht. Such a busy world. Bosch. Ally has been slain. An enemy has been Bosch nicht für mich. Nee, ich will nur die XP. Ich sehe schon. Schnopfer. the forest. Ich hab, glaube ich, geflasht. Surprises. Sicher. Die hat einfach gerade das Canyon sacrificed. Take careful steps.
Matze, der könnte in die Mitte kommen. Ist okay. Komm auch Mitte. Hat Flash raus. Dankeschön. What the fuck am I doing? Wait until my Ah, fuck! Komm, Johannes. Auf die Soraka. Okay, auf die Caitlyn. Reported hier back. things aren't always what they seem. Und nochmal in die Mitte. Also ich bin gleich da. Ist okay. Wenn du sie anjumpst, ist sie tot. Ist greedy as fuck. Oh, sorry, Red Buff. Ist okay, alles gut, alles gut. Come closer. Such a busy world. Echt, jetzt muss man die Kills nehmen. Ich dachte, ich war mein ADC-Fett, weil er gut ist. Du schwärmst die ganze Zeit von dem. The forest holds many surprises. Das finde ich gut. Take careful steps. Wird gleich nochmal kommen auf die Botlane, Johannes. So weit vorne. Jetzt bin ich da. Renn weg. K6 bin ich da. K6 ist für euch. So much more. Ja, Just okay. An enemy has been slain. just a harmless fall. Pam! Was ist das, Johannes? Ich will das Level up. Wait until my seeds take root. Greedy. Alter! So nichts! A promising Meine Chance, wie Johannes. Dazu Ja, ist okay, ich bin kein Flash. Ich nehme mal raus, nimm das, was ich krieg. things aren't always Johannes, ich komme wieder. Copycat. Kannst du, ich bin schon da. Kann man diven? Oh Gott, sag doch was. Da ist er. Warum muss ich dir immer den Arsch retten?
Das war perfektes Timing von mir. Such a busy world. Rätsel da. Okay. Ich wollte nur den Heal. Take careful steps. Und in 10 Sekunden habe ich wieder Ulti, dann kann ich sie direkt anjumpen. Ich laufe wieder außen rum. Ich glaube, die sind weg. Ich gehe zu Matze. Beaten path. Die ist greedy. Die will mich engagen. Kapibara, Kapibara, Kapibara. So much more to see. Wer hat was drauf, Matze? Ich nicht. Also, was war das? Ich dachte, du machst Damage. Ich bin. Du hast die Angst weg. Ich hab dir vertraut, Matze. Das ist doch gut, wenn er schon mal dick ist. Ally has been slain. Wie zur Hölle kann sie da. Charge ich sie da nicht an? Interesting. Wait until I see Übrigens war dieser Raka gerade das Problem von mir, deswegen bist du gestorben. Der die Ulti healt und healt. Ah, ich hab's vergessen. Ja, Vorsicht, K6. Oh, der Heal, der war gut. Ally has been slain. Oh, Tom. Ich hab meine QE falsch. Ich hatte keinen gesehen. Enemy rampage. always what they seem. Come closer. Ich weiß nicht, ob der K6 ist. Ich brauche Minions, bevor ich die engagen kann. Such a busy world. Ja? Du standest doch gerade neben mir, oder nicht? I don't get it. Also der hat mich gerade. Okay. Haben. Eine Rolle, der hat mich gerade gewonshottet. What the fuck? Wie hat der mich gerade gewonshottet? Das war gerade von 100 to 0. The forest holds many surprises. Take careful steps.
Bin gleich da. Ich glaube nicht, dass wir gewinnen, oder? Hast du Ulti, Johannes? Just a honey. Ah, die werden rauskommen. Aber der Cast ist auch da, ne? Meine Mitte fehlt, würde ich sagen. Den nicht. Shut down. Double kill. Aber es war 3 gegen 2, also 3 für 2, oder? Wie kann die durch meine Windwall mich attacken? An ally has been slain. Nee, die stand, meine Windwall war hier, die stand hier und sie hat mich hier getötet. Durch meine Windwall durchgeschossen. The harvest is upon us. There. Things aren't always what they seem. Haben zu dir gepinkt. Die stark Vorsicht. Come closer. Maxi, die 2 kriegt man nicht tot, oder? Doch klar, die sind ultra weak. Wenn wir die Soraka fokussen. Matze, Classics Mitte. The forest holds many surprises. Just wait. Soll ich den Drachen abbrechen, oder? Ich hab durch, ich hab Ignat. Ja gut. Holy shit, das war ein huge Shutdown. Ich hab nur kein Smite. Ich hab Ulti, wenn der da weiter vor muss. Also wenn du ihn hochmachst, dann. Ja, ich komm aber nicht hin. Das ist der Waka. Ich hab 2,5k Gold, gell. So much Und more gebackt. to see. Also ja. Weiß nicht, ob ich gerade. Habt ihr die Ding gerade getötet? Wilde Heralds waren wahrscheinlich. Ja, du musst ich kann da nicht weg. Der Herald ist so wichtig. Just Oh. Ally has been slain. Nein! not ahead. Jetzt Item gab jetzt beide. Things aren't always what they seem. Your team has destroyed a turret. Come closer.
Your turret has been destroyed. The forest holds many surprises. An ally has been slain. Okay, jetzt fühlt sich nett an. Aber ich habe einen Herald. Take careful steps. Your turret has been destroyed. Ihm muss Noxy, wenn du. Jetzt sind wir nochmal komplett raus. Ich weiß schon, das war ein Video. Ich hab heute kein Ding mehr. Wird alle tot. Nee. Oder? Die Rate. Ja, ist größer geworden. Venture off the beaten path. Ich hab Windwall gehabt, Johannes. Wenn ich gerade Windwall gehabt hätte, hätten wir sie getötet. Geh back, Johannes. So much Irgendwann. more to see. Johannes, du musst mir nur sagen, wo ich den Harold einsetzen kann. Just a harmless flower. Ja, heißt der Mr. Old Kanye. Okay, okay. Ally has been slain. Jetzt fehlt es AFK. An ally has been slain. Okay. Until my sense. How the fuck, gewinne ich das nicht? Die macht durch mein Ding doch Damage. Da bilde ich mir das nur ein. Oh, da sind noch Irelia und so. Oh, mein LOL hängt. Bin wahrscheinlich tot. Hängt komplett. Bist disconnected. Das ist gut, dann läuft der hinter, oder? Mhm, du läufst in die Base. Tilt the last of it. A summoner has reconnected. Bin wieder da. Wenn er so rumsteht. Schon Johannes. Das war Anti hier. Rigmor. Samira, so sollte ja, der Ezreal hat die Cs, glaube ich. Nein. Zwei Leute. Komm. Ja, den Taum so fallen lassen. Nicht fallen lassen. Come closer. Behealen. Your turret has been destroyed. Such a Gehen zu beautiful Drake, ne? world. Oder auch nicht, aber die gehen zu Drake. Ich musste meinen Herald setzen, ne? Wollen wir Drake zu Drake gehen? Wollen wir zu Drake gehen oder sind da welche bei Drake? Die sind bei Drake. Forest holds many surprises. Bild ist weg, Tower ist weg. Caitlyn ist weg. Delia von oben. Dafür hätten wir Johannes seine Ulti gebrauchen können. Wollen wir die töten?
Welche? Welche sind noch? Die Celine kommt so Bleib zusammen. Ja, ich wollte zu dem rennen, aber der rennt weg von mir. Jetzt so die Hellstelle. Has destroyed a turret. Aber ist trotzdem fast okay gelaufen. Hätten wir den jetzt noch kriegt, den K6. K6 hat 15 Kills, also ein riesen Shutdown. Aber vielleicht ist er so dumm und bleibt stehen. Oder farmt hier weiter. Der geht weiter fahren. Der geht in deinen Jungle, Red oder der Buff. will deinen Red Buff. Johannes, Just a harmless fly. eine Einstellung. Lass mir bitte die Waves. Wait until my seeds Können take die Aurelia töten wir nicht. Ohne so weiter. Geht ihr einen Snare raus? Oder ist irgendwas an der Seite, oder? Ah. Können wir überhaupt Teamfighten? Können wir einfach weitergehen, wenn die da pusht? Können Samira da catchen? Things aren't always what they seem. An enemy has been slain. Johannes, hast du was? Der hat alles. Baron? Nicht so schnell. Sollen wir Baron machen oder ist scheiße jetzt? Einfach Baron machen, ne? Wollten den so machen können. Hä, wieso? So schnell eigentlich, so denn nicht. Jetzt schafft ich 4 Sekunden noch warten können. Wieder jetzt wieder, ja. Die ich jetzt farmen, wenn der Ezreal die Botlane nimmt. Bach ist gleich ab. 1000 Gold. Staffs. Venture off the beaten path. Echt jetzt? Flower. Ja, das überlebt. Den kriegt man nicht mehr. Der jetzt will. Ich kann Top nicht alleine dürfen. Killing spree.
Könnt ihr das zu zweit treffen? Things aren't always what they seem. Come closer. Du haverst mich gerade, oder? Und da sind 2 oder 3 unten. Ally has been slain. Such a busy world. Kann sie nehmen. I am strong. The forest holds many surprises. An enemy has been slain. Your turret has been destroyed. Zu diven. Irgendwo pushen. Und die Dinger polen. Has been Wir haben die slain. Wave, wir pushen einfach Mitte weiter. Hat sie. Wo sie hoch? Ja, wie? Ich weiß nicht mehr. Du kannst stehen hoch. Knock den Mann, dann. Du bist weg. Whatever du knockst, ist tot. Wegrennen. Oh Gott. Killing spree. Von der Rele renne ich mal weg, oder? Wo ist die? Renn. Shut down. Tommy, nein! Ein Knock-up. Killing spree. Philipp hilft mir. Ein Knock-up hab ich gebraucht. Wait until my seeds An enemy Herr Philipp. Oder ich glaube Philipp. So ein Clown wie das das Game gerade, ey. Leck mir. What lurks beneath the soil? Geht's wieder. Super spielen. Eine Minute Strike. Philipp hat TP. Tommy, du musst, glaube ich, Richtung Bot laufen. Das ist so bad. ally has been slain. Ja, die Cooldowns sind jetzt eine Minute. Wenn jetzt was stirbt, ist nicht so geil. Things aren't always what Bei they dem seem. auch schon eine Minute. Oh, Johannes. Oh Mann. Your inhibitor has respawned.
Das Orakel ist, Alter. The forest holds many surprises. Ja, kommt enden. Holt die Wave und dann. Bling OP. Your team has destroyed an inhibitor. Take careful steps. Hier raus dann. 6 Sekunden. Was soll wir schaffen? Super Spiel. Wie viele Kills sind gefallen in dem Game? Viele. Ich habe Philipp noch nie so leise erlebt. Kriegt einen Tiltbruch dafür. Fast mehr als er. Ja. Hat 19k Damage gemacht. Alter Schwede, ey. Aber nur die KDU ist wichtig. KTU. Soraka war ultra annoying. Die Caitlyn hat nichts gemacht, aber die Soraka war hässlich annoying. So nervig gegen dieses Spiel. Wien, der tut die ganze Zeit dieses Verdeck, das wir draußen haben, die ganze Zeit hin und her klopfen.今日日本の二つ星のお寿司屋さん、俺がこう大事にしてるところの一つにこう柔らかさってあるんだよね、やっぱり硬いマグロっていうのはお寿司にした時に Will ich starten? Seid ihr alle bereit? こう馴染まない、なかなかこういうマグロないですよ。素晴らしいね。 Ja. マグロって買っておろしてみなきゃわからないんですよ。ついこの間もあったんですけど、1本600万で買ったマグロ、基本的に言うと1本200万で売っちゃいましたからね。ついに高いマグロで気に入ったマグロっていうからいつもドキドキかな。東口大丈夫かこれ。貫通してんの？止まってもだって。ここ全部使えねえよ。Homie, ノースキャロライナって感じだね。du bist ein guter Mensch. これでもいい Bleib から ein な、ざらつ herzlicher いてるもん Mensch. な。 Ja. 難しいな。こういう扱いをするのは日本人は絶対ないんで。 Capybara. Was ist beim Baum? Pan Aurelius, oder? Aurelio. 困った。 Ah, wie schreibt man die Matze? 例えばボストンとかに einfach A, dann sehe ど ich うしても den レジャー blauen フィッシングやる Drachen じゃないですか。 Ah, まあもちろんDer kommt ね nicht, 商売 meinst du, で der 来る kommt? 方もいらっしゃるんだろうけ Philipp ど hat ihn ausgewählt. こういう Gott. 商品の一番大事な部分を気をつけるっていうのは日本の漁師さんはなかなかない。 Nein! これはこう寄せた時に森を打つんですよ。で普通日本人は頭とか Dein Lee Sin ist ziemlich gut. こういうなんていうか商品として一まあ番大事なのは絶対森を打たない。
かく日本で売るんであればね、日本のクオ Wollt ihr リテ gewinnen? ィ Oder seid ihr böse, wenn ich troll? Verstehen, das stimmt nicht. Jeder darf Auch mal eine haben sie Runde genervt, trollen. oder? すごいストレスだな、このしかしな。 Ich glaube ja, aber es ist immer noch annoying. 毎晩 Wo ist 睡 das? 眠 Der 時間 AP-OK ist nicht so 4 stark. 時 jetzt, 間寝 oder? られればいいかな。 Was hast du gesagt, Philipp? Ich hab gesagt, jeder darf mal eine Runde trollen. いわゆる商品を Oh, da Wie viele Runden spielen wir heute, Philipp? 責任を持って出せなくなったらマグロやめます。 Mm. マグロになるのにこの中で一番になってやろうっていう思いが Sieht jetzt aber Full AD Hacker, 時 ne? 代の時に僕あったんで Full AD Hacker. 冬は Full マグロは AD? 違うと Ja. 春は香 Meinst du りを jetzt Lethality oder was? 楽しむとか、 Der Duskblade und dann das zweite, den weiß ich schon nicht. 夏に油がないから油があって Ich weiß nicht, ob die Moamana 喜びに感じるん finishen. でそれはそれ Oder で ob die Dann Second Visceral kriegen. Trotzdem das blaue Bild その oder 中で dann. 一番バランス Ja, がいい ja. のは、 ja. 4月5月に取れる日本海佐渡島周辺で取れるそれも定置網 Oh Gott. っていう漁法で取れるマグロが一番 Cancer. 僕の中 Also meinst du das blaue Smite oder was? Nee, nee, das Smite. 何万本 Welches Smite nehme ich? 何万本で買う中で Ja, das blaue, ja, auch, oder? 100本ぐらいしかないんですけど Oh, ne, okay, es gibt ein neues Bild anscheinend. いくらでも Oh, ne. Black Cleaver into Champ. Jank. Black Cleaver, ja, genau. じゃあ俺味見するのは味見するマグロ Also wir trollen alle, habe ich das richtig verstanden? Ich weiß es noch nicht, was ich tue. みんなお客さんが持ってきてくれる Jetzt kommen die Moves. Jetzt kommen kommen die Moves. Boah, wir haben jetzt einen Kragas それ全部 und schon wieder einen マイワサビ K6. マイワサビ普段は基本的には Oh Gott, wir haben ein OP-Set. Ja, ich sag's dir. それなぜかっていうと Aber das ist ein Set こう gegen. マグロって Jo, 費用ごとに Gegen 変化をしていくじゃないです Ich か hab das gegen Neko そ gesagt. の oder? 変化を見るってこ Nico, ja. とあとは例えばその日だったら今 Das 日 ist の味 ein がどんな味 wunderschöner だろう Held, Neko, finde ich. と Finde 新 ich しいうちって魚ってあんまり変わらないんだけど nicht so ein 1 Fan 日 von 2日 ihr. 3日経ってくるとその Haben die sich 魚 jetzt eigentlich in Pflanzen verwandelt oder haben sie das nie その durchgemacht? マグロってニシンを食べるんですよ Das wollten sie doch patchen, dass die sich auch in Minions und sowas verwandeln können. Okay, Alter, fuck you. Alter, Riot, fucking. Halt dein Maul, ey, nee. Oder war jetzt schon wieder? Mama Lanes wegen Philipp. Ah, Nein. Neko ist Mitte. Die ist nicht nur Mitte, die ist ein Master 1 Spieler. Ja, mein Gott, Master 1, oder? Der komische Schwingertyp. Philipp, was ist das für ein Ding? Das ist doch Master, oder? Müsste Master sein. Ja, Spielt man die jetzt auf AD, Neko? Master 100. Ein Master 172 Points Neko-Spieler, Alter. Ficker. Vor allem ist er Premade mit dem Jungler. Richtiger Hurensohn. Hey, du auch? Ja, aber er ist. Der wird mich kennen. Mein Jungler ist wieder AFK. We want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Big BWL, okay. Das ist. Oh Gott, das sind Deutsche. Spear of Sojin, was ist Spear of Sojin? To Summoner's Rift. Es wird gleich besser, Johannes. 30 seconds until Oh minions Gott, Alter. Wir haben schon wieder so richtige Cancer-Deutsche. Ja. Scheiß Neoliberale. Vegan-Tifa. venture. Ja, wir sind einfach schon alt.
Alt und zerbrechlich. Mann, das sind nicht Junge, das sind einfach welche, die sich ziemlich cool fühlen. Oh ja, ein Feuerblümchen. Okay, ihr könnt die Sander direkt reporten. Nur weil sie Juden geschrieben hat, ist das jetzt eine Beleidigung. Das spielt keine Rolle. Ich sag's dir, die werden für sowas Antisemitismus, die werden die instant bannen. Riot. Weil wir Freunde sind. Come closer. Da macht dieser viel Schaden. Just a harmless flower. So much more to see. Was? Wait until my seeds take root. Toll. Ich habe mal bei einem Stream zugeschaut vom Herr Häusermann. Er hat gesagt, man darf nur noch die Botlane ganken. Also bei mir ist die schon Dauerpush. Mag ich jetzt auch erstmal bleiben. Such a busy world. Kann man bei dir was machen, Matze? Oh, wahrscheinlich schon. Schon aufpassen, die Many surprises. kannst ein bisschen baiten, wenn du willst. Oh mein Gott, ich bin bad. Du bist tot, ne? Ja, ist gut. Alles gut. Lass einfach die Waffe einfach das nur los. K6 wird Mitte kommen, ne? Alles gut. Jetzt gleich. Soll ich nochmal kommen, Matze? 4, 3, 2, jetzt habe ich Shadow. Bleib. Alles gut, einfach weg. Randy hat noch Ignite. Alles gut. Kha'Zix fast tot. Geflasht. Venture off the beaten path. 2 Flashes haben wir rausgekriegt, oder? Kha'Zix könnte Bot kommen, könnte. Ich muss aufpassen, dass sie mich da nicht tötet jetzt. Ich kann nicht von dich zu viel labern. Nee, alles gut. Ich muss gerade ein bisschen. Come closer. Die wird mich jetzt hier halten für immer und ewig. Ich brauche eigentlich fast Hilfe, wenn wir rauspushen. Das ist Level 6. Der Ping wird besser. So much more to see. Ja, wir können die.
Glaubst Ich glaube, ich habe hier halt auch Level 6. du? Level 6. Habe ich auch. Aber die kriegt halt ein dickes Schild, wenn wir beide drin sind. Ich komme da wieder raus. Soll ich kommen? Such a busy one. Ich hab kein Flash mehr. An enemy has been Sag's doch. slain. Nice, Tommy. Kein Problem. Dritter Gang. Gut. Ist so egal. Always gankt immer die fucking. Haben wir noch viele im Johannes? Ja, ne? Leider nicht. Oh. Invades sind gefährlich gerade aktuell, Tommy, ich mit dem Namen. Oh no. Das ist Level 6, der fickt dich jetzt. Die Nico kommt vielleicht? Ne. Der Invader Das liegt ist jetzt. eine Kannst schon fucking- mehr kommen, ne? Kann dir da gerade nicht wirklich helfen. Wo kommt er zu dir, meinst du? Ja, ja. Hier, Peak Ward. Enemy has been slain. Kann gerade nicht kommen. Fängt an. Ja. Ja, Flash. Promising garden. Was für ein dummer Champion. Können wir gleich nochmal ganken, Matze. Ich töte sie gleich. Hab gleich Level 6. Ah, das ist durch die Pink Ward cleared. Die fehlt. Come closer. Gut Formel. Oder Matze? An ally has been slain. The Ich dachte, enemy töte sie schneller, aber. Es war so klar, dass es nicht er ist. Spielt halt einfach, wieso spielt die dann gleich? Spielt die jetzt AP oder spielt die gleich AD? Der Bekasex ist irgendwie Topset, glaube ich. Just wait. So much more to see. Wieder so. My prey thinks itself clever. Können wir was machen, Matze, oder ist das stark? Ich glaube, wir können die töten. Ich habe halt kein Ding gerade. Ja. Ja. Wait until my seeds take Ich habe einen root. 20 Botside. Sekunden, der Ulti, dann müsste es eigentlich töten können. Ich kann mal mitlaufen, Botside. Ich lauf durch. Such a busy one. Okay. Ich sehe nicht. Oh! Fucking hell, es gibt wieder fucking Blade und das Fuck. Gerade die Dinge gesehen, die Senna. An ally has been slain. Kann dir nicht helfen, Matze. An ally Macht so viel Schaden, das ist so dumm. Das ist so dumm. Steps.
Ist ihr Ding größer gemacht worden? Okay, da ist der Kha'Zix. Ja. Haben die ihre Range größer gemacht? Weiß ich nicht. Was sagst du? Ich weiß es nicht. Ich habe schon wesentlich größer gemacht. Das ist jetzt nur noch da. Oh, rough. Gut, jetzt stirbt jeder gegen den, ne? Killing Der Kha'Zix ist wieder Gigafett. A promising garden. Man nicht mal ganken, die Neko, ne? 10 Sekunden habe ich wieder, aber ich muss warten, bis ich Energy habe. Der hat halt Item, das got it ziemlich strong. Just a harmless flower. Dieser Damage ist so nicht fair. Ja, aber fast tot. Damage, den die macht, wieso macht die so viel Damage? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Komm einfach mit, die ist die ganze Zeit immer ein Tower. Also, das ist durch die einzige Gangebelei. Waiting to eat the group. Kannst du mir nicht erzählen, dass der Damage okay ist, oder? Gut. None will Also, Fett, ne? keine Ahnung, was das ist, aber Die ist fett. jetzt, die war davor, die hat gerade 2 Kills gekriegt, davor war Ja, aber die hat 118 Farm. Ja, stimmt. Ein fertiges Item. Keine Ahnung. Könnte ich kurz warten müssen, bis ich da wäre. such a busy world. turret has Don't been get destroyed. it. The Matchmaking. Aber Philipp reißt das Spiel noch, der macht das. So, die Nico ist gut, die ist richtig gut. Just wait. The forest holds many surprises. Die kann jetzt roamen, ich hab keine Ahnung, wo sie ist. Take careful steps. Enemy rampage. I've seen too much of this, but I won't close my eyes. Mann, jetzt kriegen wir die zu zweit tot. Mitkommen. Komm mit. Dann von hinten. Dort macht es ein bisschen mehr Zeit. Hier. Die Nico fehlt. Die Nico fehlt. A promising garden. Scheiße. Wo? Kommt Bot. Oh, ne. Und ich hatte das Ding kaputt gemacht. Kommt halt AFK. Giga. Just a harmless flower. Die Spotlane sind alle tot. Sind 3, 4.
Your turret has been destroyed. Double kill. You have been slain. Ist da jemand Philipp? Die Nelke. Ja. Nein! Genau so geht's mir gerade schon die ganze Zeit hier. Okay. Aura. Da war was. Oh mein Gott. Die Couch ist kaputt. Jetzt macht es keinen Sinn mehr, oder? Muss eigentlich weggehen. Ich glaube, die kommen, aber ich glaube sie nicht, oder? So, der Kha'Zix geht auf jeden Fall gleich dahin. The forest Aber wir haben nichts mehr zum Clearen, ne? Oh, da unten. Johannes, hey, 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 hey. Bleib bei mir! Kommt aber nicht, der kommt mit der Neko. Ja, da ist sie schon. Fuck, ich hab den Herrgott. Das ist schon eine. Ja. Kapibara. Was? Ja, was? Wer ist ein Kapibara? Ich bin tot. Ich gleich auch tot. Philipp, komm ich auf die Neko. Meine Frau. Oder wir gehen einfach weiter. Has destroyed a turret. Oh Gott, das ist low. Hier raus. come closer. Just a harmless flower. An enemy has been slain.
Aber die hat wirklich, die muss einen insanen Hauch ist ja eigentlich nur High, das AFK-Pink, was die gerade hat. Gehen die zum Baron. Noch ganz schön. Die Klinge aber. Basineko. Das Team ist Fortune. Die sind am Drachen. Okay. Bin schnell drin. Dach ist noch auf. Ui. Ach. War dumm von mir. Hätte nicht reingehen dürfen. Dafür sind alle da. Ich war mir ein bisschen zu weit, aber ich bin jetzt da. Nein. Wie viel hielt die? Ich hätte gerade Flash gehabt, weil ich der Hero. Hat die schon mal die Federn zurückgezogen? Ich hab's das ja noch nicht gesehen. Flash, jetzt kommt er wieder rum. Kennen wir noch eine Ward und Drake? Die machen den vielleicht. Der Yone ist in unserem Jungle irgendwo, oder? Ja, das wäre ja gut, dann können wir ja einmal über Zahl am Baron Drake spielen oder so. Soll ich den kurz töten? Nee, der ist useless. Lieber, dass du Senna killst oder so. Wer ist noch hier? Da kommen sie alle, Johannes, hinter dir. Wie war das kein Double Hit, Alter? Ach, komm schon nicht voll Idiot. Kannst du da reinchecken, Matze? Ist da noch Ulti? Dann holt er. Oh, ich weiß nicht. Ich bin zurückgezogen. Der andere Shadow war schon. Um an mir ranzukommen. Der hat aber geflasht, Kassix. Er hat kein Flash mehr. So much more to see. Your turret has been destroyed. Geht hierher. Shut down. Drake? Oder Baron?
Muss ich halt die Nico noch? Okay, wir müssen den gleich abbrechen. Den Ward. Den Ward. Philipp. Der Drake, die machen wir, oder? Hm? The forest holds me. Da kommt mehr, Johannes. Genau. Bin hinter ihm, Johannes. Oh mein Gott, Alter, das sind Typen da. Has been slain. You have been slain. Man muss drauf gehen. Ich glaube, und der kommt schnell mehr weg, wenn die einmal dich im Ding hat. Ja. Alter, wie insane tanky die ist nicht normal. Wir haben recht guten Form. A promising garden. Können wir die töten, Domi, wenn du da bist? Schaffen wir die. Ja, ja. You have been slain. Da wo machen. Ja gut, mal Das war ein Tausender Shutdown. Ja, kann man. Ja, gut. Müssen zu Philipp laufen. Has been slain. Ich glaube, da geht der Junge und geht's wieder auch hin. Und dann Baron, oder? Okay. Der ADC macht lieber Scuttle. Just a harmless flower. So much more to see. Der legit schon wieder Jump, Alter. An ally has been slain. Die hat, Wait until my seeds take wie kann die das schon wieder haben? Oder die gerade ein Ding. Pushen bitte. Die hat keinen Spaß. such a busy world. Nico hat gerade eben auf mich verlegt und gesungen. Es tut beides machen.
has been slain. An enemy has been slain. Nein. Oh Gott. Kommst du zu mir irgendwie noch? Wenn weg machst du das drei. Ich komm da halt nicht weg. Was mich snärt schon wieder. Viele plötzlich, ne? Muss für uns kämpfen. Fieder, ich bin ein Fieder. Müssen wir einfach mal zusammenhalten, Tommy. Haben wir bisher irgendwie noch nie hingekriegt. Venture off the beaten path. Also ne. Genau. Come closer. Was ist denn mit McGreedy? Da kommt K6. Just a harmless flower. Natürlich hat sie Flash. Raus hier, danke. Oh Gott, da ist der Jone. Rein hier. Hinter uns ist der Jone. Da ist er. Sehr gut, Jungs, sehr gut. Keine Push-Delay. Ja, aber biggest threat ist ein doof. Und die ist eine ganz Da kommt 3 Sekunden Ulti. Aber bringt uns das noch was? Können wir aggressiv. Frage ist, ob ich zu euch in die Mitte laufe oder ob ich jetzt einfach Bottle ausrufe. Ich hätte einfach gleich Ulti nehmen müssen. Ah, macht die Damage. Pöbelt alle, oder? Boah, ach, das ist AP. Bin ich auch schnell. Das habe ich auch nicht gecheckt. Ja, komm. Das ist jetzt halt Baron, oder? Scheiß Flash, Alter. Geht da gar nicht, das stimmt. Things aren't always. Sachen müssen wir aber fighten, oder? Kann halt kein ADC. Venture off the beaten path. Scheiße.
Ich muss backen. So. Your inhibitor has been destroyed. Ich komm da forever. Has been destroyed. Aced. An enemy has been slain. Jetzt war der ADC dran mit dem Trollen und der Jungler. Wurde Giga Hatte am Anfang die meisten Kills, Johannes. Ich will nichts hören. Ich wurde einfach Giga outklassen damit. Die war halt einfach besser. Philipp hat aber gut gespielt auf der Top, den muss man schon mal loben. Hat sehr gut gespielt, stimmt. Ja, diesmal habe ich mehr damit als der ADC. Der war auf alle Fälle sehr existent. Sogar gar nicht mal so wenig Damage gemacht. Kurz pinkeln. Schon gegen so Leute zu spielen, ich weiß nicht. Der frisst schon wieder. Spür's. Irgendwie ist man an so einem Punkt, eigentlich wird es mal Zeit für eine League-Pause, oder? Ich muss auf dem Klo. Ich gehe auch mal aufs Klo. In my mind, I have to tap everybody else. Winning is not enough. The following is a conversation with Roger Gracie, widely considered to be the greatest jiu-jitsu competitor of all time. This is the Lex Friedman podcast. To support it, please check out our sponsors in the description. And now, dear friends, here's Roger Gracie. Let's start with possibly the greatest match in jiu-jitsu history, your second match against Buchecha. Let's go through the details. Let's go through the whole thing. So the walk leading up to it. You always do this walk, this epic walk. You post that on Instagram. Henzo posted that on Instagram. Yeah. This calm walk towards the mat. Well, let's go to that match in particular. What was going through your mind? You've been away from competition, facing probably one of the greatest, and at that time, many people considered the greatest jiu-jitsu competitor of all time in Buchecha. Here's the old man, the old timer, getting back out there. What were you thinking? Yeah, I think that's the first time since probably I got my black belt that I wasn't the favorite walking to a fight, I have to say. Like a lot of people consider him the favorite. I mean, understandable, I was out of competition for a while. He was just winning everything. So, saying about the walk, like for me, the fight starts before the referee say go, It's all the focus and concentration. I think it's very important for me to start before, I almost walk blind to the mat. Nee. Many times I pass to great friends. Das ist keine richtige Begrüßung, was ihr hier macht. They're trying to talk to you, and I'm like, I'm 100% focused on my opponent already, even though that I cannot even see him in front of me. Leck ich oder leck I Thomas? think that's for me was always very important to try to Thomas? clear my mind out. Ja. Leckst du oder leck ich? Dann leck ich wahrscheinlich, oder? Jetzt geht's wieder. Johannes hat dir den Wirbelsturm angemacht, bei minus 3 Grad und Regen. Bei mir kam Stromrechner ohne Heizungsrechner. Warte kurz. Bei mir kam Strom und bei mir kam Strom und Heizrechnung, ja. Ich habe Strom, kriege ich 400 Euro zurück. Und Heizung kriege ich 200 Euro zurück.
Den Strom habe ich ja gekappt. Habe ich einen Vertrag unterschrieben, dass ich diese 30 Cent behalte. Bei dem auf der Arbeit, die haben sich auch drüber unterhalten, bei denen haben sie jetzt alle diese 40 Cent, was sie maximal veranschlagen dürfen, umgenommen. Ich habe Weihnachten ungefähr habe ich das unterschrieben, also 3 Monate davor. Bis vor dem Krieg. Ding hat mich gewundert, dass ich bei Heizen auch Geld zurückkriege. Da stehen die 800 Euro. Aber ich hab's hier irgendwo. Ja, tatsächlich. Minus 244,9 Cent. Pauschale. $244,9. Ich habe insgesamt nur 700. Also ein Drittel. Wenn ich nie heiz. Und ich nie koch. Nee, aber das ist mir doch auch aufgefallen. Du benutzt ja, ich benutze es ja nur für die Heizung. Die Heizung ist halt nie an, ne? Bei mir sind 400 Euro oder so, sind nur diese Pauschale, diese 30% aufs Haus. Ja, weil wir so eine alte Heizung haben, müssen wir eine Pauschale vom Gesamtverbrauch. Doppelt. In Rich. 10 Monate. A black hole is a mirror. Bei wem? Also, And the way it's a mirror dieser is light, bei a Philipp photon, irgendwie, oder? Philipp ist bounces gerade ganz off your weird. face, Was willst du von mir? towards the black hole, and it goes straight to the black hole. Ich Also halt mal Johannes, Matze. And you never see it again. so wie die Leute gerade ADC spielen, kann ich ja auch mal ADC spielen, oder? Ohne dass du böse wirst. Oh, dann lass mich im Jungle. Tommy. Zum Beispiel gibt es da so. Ich habe nur 2, 3 Mal einen schreienden Philipp gehört und sonst. Da gibt es sogar, Tommy, du musst halt aufpassen, da gibt es auch so ein paar Syra-Mains, die sind am schlimmsten. Haben sie richtig angegreift. Okay. Verstehe ich, ja. Du merkst, das hat ihn richtig tief gebrochen. But if it just misses the black Warum, hole, warum ist Ash so scheiße? it'll swing around. Die genervt worden ist. Und warum ist Cockmau nicht oben? Dafür braucht schnell Lule, dann ist er oben. Johannes? So, was will ich gebannt haben? Ich glaube, ich bann Zen, hatte ich auch gerade Cancer. Wird gerade auch wieder viel gespielt. Alter, wer inhaliert hier gerade Chips? Ich finde es nicht. Ja, du kannst einmal raten, ne? Du kannst Ja, aber nullmal ich find das raten. einfach nicht in Ordnung, dass sie das macht und dann auch so shameless. Klar, soll OP sein, ne? Nila. Ja, Nila ist dann, aber das, ey, du musst eigentlich Yumi bannen. Ah. Weil es ist immer diese Nila Yumi-Kacke. Oh, Was war das, Alter? War ein richtig langer Furz. ich hab so Blähungen, das ist der Wahnsinn. Ich hab's gerade, mir geht's gerade nicht anders. Wenn ich Guck mal, heute das auf ist der ja nur Arbeit Scheiße. war ich 4-mal kacken. Was hast du gerade gesagt, Tommy? Ich esse nur Scheiße?
Ja, das Ich ist dir immer mal mal meine wieder. Werte von den letzten Tagen sagen. Ja, da ist Matze, du schiebst, wahrscheinlich hat er so 300 Gramm Eiweiß, 0 Vitamine, 0 Mineralien, Genau. 0 Profit. Nur tote Tiere, nur tote Tiere. Der isst den ganzen Tag nur Eier. Also hier 200 Ohne Gramm Eigelb. Kohlenhydrat, 200 Gramm Protein, 70 Gramm Fett. Ja, was mit Mineralien, Ei. 230 Gramm Vitamine. Kohlenhydrate, 180 Gramm Protein, 60 Gramm Fett. Ja, hast heute einmal Obst gegessen oder ein Gemüse? Ja, ich hatte heute ziemlich viel Zucchini. Ich hatte heute Zucchini ist giftig, das zählt nicht. Salat. Ich hatte 2 Bananen. Zucchini ist giftig. Warum ist eigentlich auch Region Zoll? Aber der ist genervt, der ist glaube ich nicht mehr so OP, oder? Nee. Aber vielleicht weiß der auch nicht, dass man mit der E fahren muss. Einfach nie. Einfach nee. Ich hasse Nunus. Ja, aber ich war auch irgendwie ziemlich fett, weil ich habe einiges durch Kills gekriegt. Das darf man jetzt nicht vergessen an der Stelle. Ne? Den Execute von dem Aurelion Alles? soll nicht so richtig verstehen. Ich habe ganz vergessen, dass Nati noch morgen aus dem Urlaub heimkommt. Ich sollte ja vielleicht noch Hallo sagen. Ich komme um 6 Uhr heim. Ich komme dann halt ein bisschen später. Geht ihr angeln? Wir gehen ja sonntags angeln. Ach so, treffen wir uns sonntags dann. Also, treffen wir uns eigentlich alle schon am Samstag, damit wir das Sach zusammen vorbereiten. Hä? Wenn der um 6 Uhr morgens losfahren will. Ja, um 6 Uhr morgens, wir wollen um 5 losfahren. Hat's der frühe Vogel fängt den Wurm. Also die Fische schlafen, ist ja schon bewusst, ne? Ja, deswegen werfen wir erstmal mit Steinen. Richtig aggressiv, der Tommy, du, die armen Du bist Fische. ein krasser Gnarspieler, du kannst mich bestimmt leashen. Das kann ich schon machen, was mir egal. Und ihr tut so, als würdet ihr oder wollt ihr cheesen. Wir gehen deep. Ich komme jetzt top invaden. Kill dich. Einfach easy One-Shot. Dann sind alle tiltet und gehen nach Support, Hause. Johannes. Er ist Support. Nicht mehr so schlimm. Nur nervig. The cost of your life is one arrow. Pain is my gift to you. Come close. Einfach einer der besten Skins, die sie gemacht haben. Tekna. Allein diese Astronautenreihe ist so gut, ey. Den Schwanzmark war wieder klar. Ja, macht das, Johannes ist jetzt Streamer, der muss ein bisschen woke sein. Stimmt. Warum ist Johannes jetzt He-Mail? Streamer, Johannes ist Streamer, der muss jetzt ein bisschen Streamer. Oh, Entschuldigung. Mit reinbringen. Sonst... Ich dachte, Johannes hat sein Geschlecht gewechselt. Hat er vielleicht auch. Haben wir erst durch Blue Lock gelesen? Gelesen, dann nur angeschaut. Du kannst euch auch lesen, ne? Ist nicht schlecht. Okay. Hat, glaube ich, 170 oder so. Ach, krass, okay, ja dann. Der wollte mich cheesen im ersten Busch, der Wichser. Ach, komm schon. Ja, ich hab sie. Na, alle Minions fokussen nicht einen. Oh, sie swappen. Meine Botlane pusht. Ich dachte, die haben das genervt. Brass. Fühlt sich stronger an. Ich dachte, das soll jetzt weniger Damage machen, aber dafür mehr Late-Game-Scaling haben. Ich hab mich gesehen.
Okay, kann ich überhaupt Botlane gehen? Wait until my seeds Ihr habt so einen Hard-Push. Mit Diven können wir die ja nicht mit. Nee. Ich denke auch nicht, dass du kommen kannst. Gehen in die Mitte. Ah, deswegen habe ich meinen ersten Minion verpasst. First blood. Hast du Botlane Scuttle schon gemacht? Nee, ne? Die sind Nee. ja. Ash geht warten. Und hinter denen. Seht ihr das? Ja! Natürlich! So schlecht! Wie kann man so bad sein und es funktioniert? Einfach cringe, sein Urgroßvater. The forest holds many surprises. Tor geht so schlecht. Come closer. Oh, Nunu komm. Take careful steps. Soll ich interrupten? So much more to see. Ja, aber wir haben schon 10 Farben mehr. Die farmen besser. Venture off the beaten path. Oh, komm schon. Gut, ja. Ach komm schon, du Idiot. Ich dachte, ich kann hier eine Heldentat vollbringen. Ich hätte eigentlich gedacht, der ist tot zu 100%. Haben die hier wieder. Ach, diese Ficker, halt, das Scheiße, ey. Such a busy world. Jetzt geht er weg, die Wave steht perfekt. Ich habe keine Q. Die war gerade jetzt, war sie da. An enemy has been slain. Just a humble Was? flower. Ja, steht schon noch besser für uns. Man hat den vom Farm auf cool. Wait until my seeds take root. Nur das Topside. Oh, shit. Oh, vielleicht ist der Level 4. Ja, ich habe gerade die ganze Zeit versucht zu gangen. Ich habe die mitgehabert. Ich muss ein bisschen fahren jetzt. Ich sagen, soll ich die Space Nudel soll ich auf jeden Fall campen, das geht noch. Die was? Die Space Nudel da in der Mitte muss auf jeden Fall campen, sag ich. Ja, die gewinnt aber gerade auch ohne meinen Kern. Ja, sag mal. Ich würde den gerade fast. Come closer. An enemy has been slain. An ally has been slain. Oh shit. Range Top Laner machen jedem Spaß. Der geht runter gerade.
Range-Top-Laner sind einfach cool. So much more to see. Er hat keine Ulti mehr. Nur noch. Venture off the beaten path. Kann ich da noch durchlaufen ohne? Ich habe keine Ulti mehr. Aber ich bin zu slow. Ich muss zu backen. Und durch die Ash. Nice. Und ich lauf zu dir, Tommy, wenn du noch Flash hast. Ich hab keinen Flash. Aber der Jin kommt nicht weg. Bin halt kein Level 6, weiß nicht. Oh, zum Glück ist er nicht weitergelaufen. Null. Such a busy world. Nein, die Wave. Der kann halt einfach. Hat er dich echt outgeplayt? Dann die Hälfte? Ich glaube, ihr könnt es spielen, oder? Du müsst eh spielen wegen Aurelion. Der ist gefailt. An enemy has been slain. Die Ashe ist die richtig. Okay. Tommy kriegt die Kills. Nice. Das war gerade auch keine Kritik an Tommy. Das war gerade eine Aussage. Habt ihr gerade den Insight gesehen? Ich dachte, die Ari ist klar. Ich habe schon Insight gesehen. Nee, kriegst du nicht. Ready. Echt nicht. Wir können du meinst hier auf dem Ding, oder was? Sind schon da. Der läuft gut. Für die Space Needle, oder was? Der Ding, der Jungle von denen. Komm mal kurz back, oder? So. The forest holds many. Spielt man kein Pen mehr? Fast. Die werden zum Ding gerade gehen, glaube ich. Doch nicht. Ich hab grad keine Q. Ich würde halt jetzt dann zurückgehen wegen Arrow. Das ist bei dir, du siehst ihn, ja. Auf mein Stein zurück. Hatte leider keine Q. Stein ins Gesicht. Bist du gerade ahead, Philipp? Nee. 15 Sekunden für Ulti. Oh mein Gott, ich bin dead. Shut down. Ah! Kommst du weg? Matze, kommst du? Wo ist der? Ach, du bist tot. Wo hat er geflasht? Der muss geflasht haben. Er muss geflasht haben. Wie ist der da über die Mauer gekommen? Ja, aber wie ist der dann drüber gekommen? Der stand hier. Ich bin durch den Ding gekommen. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll, bitte. An enemy has been slain.
just a harmless flower. Jetzt nicht mehr. Ash kommt auch. Der dumme Champion, wie lange kann der das machen? War der Nunu eigentlich irgendwo gesehen? Nee, ne? Nunu war nirgends so ad hoc. Nunu ist tot. Ist dead. Ash ist auch fast tot. Können also pushen, Johannes. Können pushen. The forest holds many surprises. Oh. Macht der Philipp da oben mit dem? Oh. Was sterben du hier? Ammo! Ja. Oh. Der Nunu war oben, aber der ist ziemlich schnell. Noch Hilfe, sonst dauert es zu lange. Ja, wenn der Nunu runterrennt, der outsmartet mich. Kann baiten. Bin fast tot, wenn ihr wollt. Komm mit der Bader. Hey! Der Knarr ist einfach eine Maschine. Your team has destroyed a turret. Your team has destroyed a turret. Wait until my seeds take root. Oh Gott, Ash. An Ari. ally has been slain. Warte, ich bin gleich da. Your team has destroyed a turret. Echt nett. Oh, Tommy, vorsichtig. So viel Schaden. Always what they seem. Towers fallen jetzt weg. Oder können wir den Tower machen? Nee. Hilfe. Hab ich. Got you. Thank you. Many surprises. Philipp kommt. Nee! Ich kann. Oh, der schöne Kick in mein Ding rein. Stein. Besser. Alter, ich hab wieder 3K Gold, können wir mal. So much more to see. Your turret has been destroyed.
Tommy, du bist fein da oben. Ja, ja. Er kommt aber. Oh no! Mein Gott im Himmel. Ich hätte einfach hitten sollen und das sich da zu dodgen, nur so schlecht. The fucking bed! Geh weg. Was ist nicht nett? Leute einfach wegzukriegen. Wollt ihr den Drake spielen oder nicht? Probably 58 jetzt schon. All Gucci. Space Noodle ist jetzt gefährlich im Aufpassen. Ich bin gerade relativ bad, also ich tue weh, wenn ich an irgendwas rankomme. Ist der dumm? Ich habe 20 wieder Kick. Die Ash geht mir auf den Sack. Oh! Mitchell? Wish you a man. Ich bin greedy. Tommy, I love you. Ich bin greedy. Philipp hat gesehen. Den Drake. Ich bin der Jungler jetzt. Nur wenn Tommy mir nicht mein Ding nimmt. Ich mag das doch. Ich es verlasse, ja? Nein. Oh! Oh, ich bin tot. Nevermind, mein Team hat mich einfach. Also wie viel Gold kriegt man für so ein Türmchen? Vielen. 550. Die hat Bock. Die gefällt mir. Mal Baron machen. Ne. Gibt den noch nicht. Viel zu früh. Bereit für den Johannes. Meine Nava geht runter. Shit, ich dachte, ich bin. Alter, die Space Nudel. Bleib hier! Ja! Das war der 5 Mann und. Komm her, Tommy, wir Du machen blöde das. Sau, du blöde! Ich bin kein ADC. Ja, falsche A-Bot, warte mal kurz. Ja, war das Ausfall. Hannes, wir brauchen die. Ja, komm, ist okay. Johannes ist ein Beta. Echt tot, Johannes. So ein toxisches Ein A-Bot, oder? Geh mal kurz in der Mitte töten. Okay. Ja, auf gar keinen Boden. Wait until my seeds take root. Hey! Bin schneller. Du bist ein Astronaut.
Oh! Saug mich zurück, Tommy, helf mir. Ich bin ein junger Gott, Johannes. Der hat nämlich, ich habe den Sidestep gelesen. Your team has destroyed an inhibitor. Bleib rein da. Like a book. Hilfe. Der macht Schaden, der Laser. Ich block ihn für dich, Tommy. Kein Problem. Danke, Philipp. Philipp, rein da. Ich glaube, die Ash war noch nie inside meinem Screen. Jetzt komm mal her. Weggekickt. Philipp hasst mich. Ich hab ihn weggekickt. Wollte ihn eigentlich insecken. Digga, Grass, was haben die mit Grass gemacht? Das fühlt sich so viel stärker an. Sieht jetzt einfach auf Max Life Base, nicht mehr vom Damage Base. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Oh, ich sag beide sterben. Was? Das ist Betrug. Oh mein Gott. Karin raus. Ich hab mit Ulti W gewonnen schon. Most Farm. Ich bin stolz auf dich, Tommy. Danke. Wir kriegst ihn noch. Ja. Ich habe die niedrigste Anzahl an Tote. Oh, ich bin so gut, ich jetzt Matthias. Ich habe 9k Damage Deal. Die Ash hat mehr. Danke. Die war gut in der Mitte. Also der war einfach nicht so gut. Ich finde es immer so geil, wenn du in den Leuten drin stehst und die denken, die haben dich jetzt und dann drückst du Goredrink und du bist einfach Half-Life. Mhm. Manchmal mit dem Nunu, oder? Stell dich jetzt mal nicht so an. War auch gefeedet. Keine Ahnung, Lee Sin macht irgendwie Spaß. Ist ein cooler Champion. Ich hoffe, den reworken die nie, ey. Das ist einfach das. Lee ist League of Legends Kind. Den würden sie niemals anfassen. Ja, aber der ist schon so alt und der ist schon einer der wenigen Champions, die sie wahrscheinlich rausgebracht haben, der einfach richtig gut ist. Das ist perfektes Design eigentlich, ja. Kommen wieder die Syra Mains. Der hat zu viele Dashes. Ich will Syra, muss auch einen Dash kriegen. Das wär okay, das wäre fair. Und die Q sollte executen. Nee, warte, Johannes, die Ulti, das wäre doch perfekt. Die Ulti executed ab einem gewissen Leben, so wie Cho'Gath Ulti, aber nee.
Nee, Johannes, du executest und wenn du einen Execute hast, dann kickst du trotzdem die Leiche. Und wenn die Leiche jemanden trifft, stunts. Ihr seid so 2015, ihr müsst halt immer deren denken. So, was ist Syra? Sei es eine Pflanze? Was gibt es auf der Map Pflanzen? Okay, sie muss Pflanzen einsammeln, dann kriegt sie Stacks und dann bekommen ihre Pflanzen mehr Köpfe. Diese Hydras. Und dann kriegst du dann wird deine Q-Pflanze zu einer Hydra und die E wird immer größer und slappt dann wie so Tentakeln von Iliao irgendwann ab einer gewissen Größe. Bam! Und am Ende ist dann die Ulti so groß wie die von Aurelion Sol. So über die ganze Map, so eine Pflanze. Wenn du 106 hast, werden alle Pflanzen im Game auch zu deinen für immer. Also immer wenn die durch. Ist auch so eine Knallpflanze mit so einfach so einer Iliao-Ding und slappt dich einfach weg. Ah. Okay, Rework gemacht. War ja wieder einfach, ne? Fürs Riot Balance Team. Alter, was gerade wieder. Ja, nee, mit das Passive ist ja jetzt die Pflanzen einsammeln, Johannes. Muss ja nicht übertreiben, ne? Ich finde auch, weißt du, da fehlt die Flashiness bei Syra, was auch natürlich eine gute Idee wäre. Die kann. Nein, bei Syra, die kann dann, anstatt dass sie kann zum Jungle jumpen wie Rexy früher für die Flanks. Sie sieht alle Pflanzen, die ab sind, dann kann sie immer hinspringen. Warte mal, wo konnte Rexay hinspringen? Musste da das marken? Nee, zu seinen Tunneln, gell? Ja, Alter, stimmt. Das war richtig gut. Ich finde das ziemlich useless. Sollten sie ihm wiedergeben. Und es ihm zurückgeben und nicht als Ulti, sondern lieber so als E oder sowas. Ja, und die Ulti, die er jetzt hat, die bleibt. Einfach ein Summoner-Spell weniger und der ist dann sein Tunnel. Wenn er unterirdisch ist, ist es so unsichtbar. Ja. Er sieht Gegner nicht und ist selber unsichtbar. Schon mal raten, wo die Gegner sind. Alter Schwede, ist das geil mir. Die ESL Pro League, Philipp, ist gerade richtig, richtig eng, die Games. Das ist schon wieder CSGO, oder was? Mega interessant gerade. Die sind gerade alle gut. Die müssen sich jetzt anstellen, die müssen sich vorbereiten, ne? Fürs neue CSGO-Mod. Bin raus, Leute. Ich gehe gleich zu Bett. Morgen früh raus. Der immer lügt, ne? I have anal beads that are communicating with stockfish via Bluetooth. Ja, und warum muss man das in der Früh machen? Weil ich danach kein Zeit habe. Ich muss morgen Eltern abklappern. You decide when the game is over. Oh, muss gemacht You can werden. fake bad Eltern moves. abklappern. You can fake Ja, everything. muss You wieder can so even, if you're cheating, Eltern fahren, quote unquote, the Kaffee right way, trinken, you're gonna lose plenty of games. sagen, dass man noch lebt. Ich To habe die, glaub avoid ich, schon getting seit einem Monat detected, nicht What's the gesehen. probability that Hans cheated over the board against Magnus in St. Louis? Oh, ihr könnt froh sein, wenn ich sie einmal im Monat day anrufe. by day, Philipp, the du evidence bist auch schon längst is hinter mir slowly auch. starting to show more and more Das ist that nicht so schlimm. he's cheated. So war's bei mir früher auch. Like how Magnus said, more than he said, Nie and more ausgeschlossen. recently. Aber man wird halt irgendwann mal erwachsen und dann überdenkt man The seine, following is a seine conversation. Er muss nur with Kinder Magnus, kriegen, dann haben sie auf also einmal wieder known as Interesse an Gotham dir. Chess. He's a professional chess Ob deine player Eltern kein and Interesse an dir haben, educator. du Schwätzer. I highly recommend you check out his YouTube channel. Ja, meine called Schwester ist, Gotham nein, meine Chess. Schwester ist richtig This tilt, is wenn a mein Let's Read Vater immer podcast runterfährt to für support him. die Please Tochter check out our von meinem sponsors in Bruder the und sie nie description. besucht. And now, dear friends, Der ist eh bald here's Schluss. Levi Rosman.
you're known for being able to guess people's ELO rating. So what do you think? Just by looking at my face, deep into Da my kann ich auch eyes, verstehen, welcher irgendwann tippt. what's my ELO rating? Here, I'll help you. I'll do E4 for the listener. I actually read that Stockfish prefers E4. Does it really? I actually didn't know that. Because it maximizes the number of tactical options. Ich wünsche euch noch viel Spaß. So That makes sense. the Nacht, right answer is Matthias. 3400, which is, I believe, Gute Stockfish. Nacht. You guess people's ELO chess rating. What's that take? How hard is it to do that? User And like, how would disconnected you from your actually do channel. that? Like, what are telltale signs or red flags about a person at different ratings? Is there something you look for? Yeah, I think you can separate it something like the very first, the 0 to about 800-900. For simplicity's sake, I'm going to use the chess.com rating system because Lichess is slightly different. It tends to go 200-300 points higher than chess.com, sometimes even 400-500 points higher. But then it catches up. They catch up around 22-2300, I would say. What's chess.com? What's Lichess? Can you Yeah, so explain what the difference is and what they are? they're two chess websites. Good starting point. Yes, chess.com is it has obviously the free option where you can play games, you get some sort of puzzles every single day, you get some sort of lessons every single day, but then they have tiered memberships where you can pay annually or per month that you can unlock all the other features. And Like what? Like for training, for training, they have- puzzles and all that kind of yeah, stuff? they have unlimited puzzles, but they also have their biggest selling point for sure is like a dedicated game review that it's like very flashy and sophisticated, and the coach will literally tell you what you did wrong at every single moment the computer evaluated a mistake. But the most important thing that they have is they offer international masters, grandmasters, the opportunity to make video lesson libraries, which hundreds of hours of anything. I can even learn some stuff on there probably. I have anal beads that are communicating with Stockfish via Bluetooth. Yeah, we'll get to that. Findet was zu dritt kein Spiel. It's epic. It's actually scary how many people think that's a real thing, Umgestartet. which is the danger of the internet. But we will get into that. But 3 I Minuten. tend to believe that people believing a Ja, thing gut, that's du musst ja ein hilarious Duo finden sozusagen. at Das wird schwierig. scale im will Flix. make that thing a Ja, reality. ja, ist I'm normal. with Ne? Elon on this. Mhm. I think people manifest the meme. The meme becomes real. So that's in all walks of life. I think there is something about humor, sort of being. Why did I was gonna. What was I was going to say is I feel like humor becomes a lubricant for the trajectory of human civilization, and I don't know why the word lubricant went into my head. Which beads. I understand, but it's very Close. Freudian. Anyway, so to 0 to 900. If you're a 1300 Yeah. player, you were saying. if you're not good at endgames, you don't understand how to convert positions that have 7 or 8 pieces left on the board. You don't know when you're supposed to activate your king. You don't know how a bishop outplays a knight with just several pawns on the board. Those are all very important things because it's not just about knowing the theoretical endgames. Like some positions in chess are literally solved. If I showed you a position, I asked what's the evaluation and how do you win it, there's a technique. You're supposed to know that technique. And the coaches on chess.com can help or no? Yeah, so these lesson libraries, it's not like a live lesson, it's pre-recorded training position, walk you through it, and then there's a dynamic factor as well where you can practice. You can practice the theoretical and you can practice a practical game where there's no set format to do something. It's just based on your previous experience. Basically, Lichess is their entire thing is it's an open source website that tries to be as free as possible and operates totally on donations. They don't have any advertisements. They don't have, which is weird because normally in big competitive settings, it's all capitalistic. Macht ihr dann so You unter have Kinder one eigentlich? big entity and another um big sechs entity, and Uhr. they're both for profit. But in this case, the big argument is, well, they offer a lot of things for free. You can analyze your games for free. You can go Forellen sie, der ein into bisschen Lichess's größer ist. lessons library and Also in so einem do Puff. things Ich for dachte, free. der wollte nicht mehr in so einem Puff. Comparison that I always make Ich is schon, ich bin chess.com is absoluter basically like Puffgänger. having a good personal trainer and having someone to help you at the gym. Lichess says you have to do all the stuff yourself. So you can combine YouTube with Lichess moves in a really point you in the right direction. You gotta go fully explore on your own. If you want to do it, you can. I also like to say, can I make a Johannes, das controversial Einzige, joke? was scheiße an dem Okay. Puff ist, Ardent Lichess da ist supporters. eine Stromleitung oben drüber. Da muss man vom Werfen ein bisschen aufpassen. Ich sehe schon, da kommt einer weniger zurück. Ey.
20 Meter weit weg, also wenn du es hinkriegst, bist du gut. Bye. Mhm. Du wirst schon sehen, auf deiner Grundmontage geht am meisten. Das ist doch eigentlich. Ja. Das ist doch eigentlich ein Ramos Top-Engel, oder Jungs? Bin auch dafür. Ich habe zu viel The Baus geguckt. Komm schon, kein Schako. Aber was spielt man auf dem? Ich weiß gar nicht. Der spielt immer Aftershock. Auf Doppelarmor, Attack Speed. Ich kann halt keine Runenseiten safen. Das buggt bei mir einfach. Nein, ich krieg immer so eine leere Runenseite, die ich nicht ändern darf. Irgendjemand hat an meinem Account das Warten umgestellt. Ich weiß nicht, wie ich warte. Philipp, wie warte ich mit meinem Account? Stellt er wieder um, das ist doch einfach nur Escape. Geht auch, stimmt. Doch, immer mit der Maus. Ich hatte in den Spielen recht viel Zeit. I am a believer. Das ist halt das Traum-Ramos-Game. Ich meine, das schon wie Bauski hier schon 010. Er hat wieder ein neues Video hochgeladen. Der hat einfach 5 Leute gedived und den ADC gewone-shottet. Den getornt, der hat 2-mal gehauen, weg. Können wir das Spiel gewinnen? Richtig weirde. Naja. 2 Autotext und die war tot. Ja, die hat 2-mal Autotech. Der hat fast so viele Punkte wie Johannes auf Sendarius. Ach nee. Aber ich gehe ja eh Proxy. Hab eh nicht viel mit dem zu tun. Ah, echt? Spielt man den so? Okay, jetzt bin ich. Doch, das ist das Wichtigste, was du mit Ramos sagen kannst. Du kannst die Race fast one-shotten. Wenn die dich hauen, dann spiked Damage du ja zurück. Nee, du musst Panzer Reflected doch dann erst. Nee, das ist ja egal, du kannst ein Damage machen, du kriegst schon voll den vollen Reflect Damage. Johannes, wir können uns carryen lassen. War ja gerade wieder so stark. Aber wenn du redest. Wenn du redest schon ab und zu, wenn du, glaube ich, dich bewegst oder so. Ah, warum brauchst du einen Ventilator? Wait until my seeds take root. Guns don't kill people. I mean, until you shoot.
forest holds many Welcome to surprises. Summoner's Rift. Da ist ein Jone. Ja, ich muss versuchen, in den Proxy zu kommen. Kein Problem. Venture off the beaten path. Er hat schon mal einen Farmkrieg dabei, oder? Ja. It's alright, Clubbums. We'll get to smashing soon. Just a harmless flower. Minions have spawned. Nein! Egal. So much more to see. Things aren't always what they seem. Disrupting the market. Entertaining as you are. You're wasting both your time and your talent. My friend thinks itself clever. Doch, doch. Was jetzt? Ja. Ich bin ein Idiot. Take careful steps. Bin dumm gelaufen gerade. Come closer. A promising garden. Nervig. Such a busy world. Ein Minion verloren. Wenn du Heal brauchst, musst du schreien. Many surprises. Scheiße, jetzt hab ich verloren. Kann ich auch weg oder soll ich da bleiben? Venture off the beaten path. Riesen sie. Vorsicht, Vorsicht. Ja. Just a harmless flower. Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Bin tot. An ally has been slain. Da ist ein Minion Damage geflogen, das hat gelangt. So much more. Das ist nervig. Ja. Things aren't always what they Aber seem. jetzt stehen wir besser.
Nee. Take careful steps. Come closer. Freeland, sprout. An enemy has been slain. A promising garden. Noch gar nicht so viel können. Such a busy world. Okay. Leider nicht. Wait until my seeds take root. Kommt die nicht, oder? Wie schon? Ich muss back. The forest holds tremendous promise. Was zum Fick? Wie sterbe ich da? Wie komme ich da? Wie kann ich die nicht killen, Alter? Was ist das für ein Shit? Venture off the beaten path. Bisschen weit weg. Oh, das ist ein Tragedy, Mann. Ach, der scheiß Check. Voll da hoch, Mann, ist einfach so free. Er leckt sich lieber an den Eiern. Peter, ne? So much more to see. An enemy has been slain. Things aren't always what they seem. Die ist schon Level 6. I can't play the game now, right? Giga fuck. Take careful steps. Come closer. Just Level 7? Ah, Semi-Pilze. Oh, Level 6. the harvest Has been slain. Das ist so bad, Mann! Lauf da nicht Back. einfach rein! Du spielst Oh, das sind doch halt die. du absoluter Hurensohn. Leone kommt, Natalie. I can't play the game. Wer gepinkt der Weiger? Ja. death is in bloom. Warte, Scheiße. Der Trundle geht mir auf den Sack, bait mich doch nicht wie die letzte Nutte, Digga. None will escape my grasp.
einfach ignorieren. Ich muss einfach nur weiterlaufen. Alles ist fein, Mann. Die ist immer noch da, Johannes, ne? Verlie, der war gerade am Drachen. Könnten aber zu zweit kommen. Oh, was ist da oben? Enemy killing spree. Ne! Bionik kommt. Fucking Bastard ist das an. Ich bin fucking like ein guter Mann, aber nein. Der Trandel spielt halt passiv, ne? Schon das Kern behindert, Mann. Du dummer Schwanzlutscher, ey. Ein fucking... Things aren't always what they Na, das ist einfach over für mich. Mann, denk doch einmal gescheit, Mann! Bait mich nicht dreimal! Dummer Hurensohn! Das der Item hat jetzt fertig, die gute mit 4 Kills, ne? Oh nein. Multi nicht mal rausgegangen. Na gut. Let's Play Plassi. Fahnenturm, oder? such a busy world. Ja, da ist er die. Na gut. Your turret has been destroyed. Shut down. An enemy has been slain. Wait until my seeds take root. The forest holds many surprises. An ally has been slain. Be ready. Take the light from that.
Können die runterkommen, Johannes? Just wait. Venture off the beaten path. Oh. Vorsicht, der ist spät. Thinks itself clever. An enemy is unstoppable. Just a humble slumber. The harvest killing spree. So much more to see. Death is in bloom. Things aren't always what they seem. Ja. Turret has been destroyed. Come close. An enemy has been slain. Such a busy world. Just wait. Your team has destroyed a turret. You have been slain. Wait until my seeds take root. The forest holds many surprises. Hannes, ich bin da. Oh nein. Dominating.
Just a harmless flower. So much more to see. Things aren't always what they seem. Live. Der Teufel ist gerade mehr da. Nice. Aber die haben alle Ults raus. Wait until my seeds take root. The forest holds many surprises. Venture off the beaten path. An enemy has been slain. This flower. Killing spree. Just right. So much more to see. Things aren't always what they seem. Take careful steps. Your team has destroyed a turret. Rampage. Oh mein Gott, ich guck mich auf die Map, Mann. A promising An enemy has been slain. Such a busy world. What? Was ist dieser Skin, Alter? Wait until
until my seeds take root. The forest holds many surprises. Just a minute. Just a harmless An flower. enemy has been slain. Shit. This is why all my products. Things aren't what they seem. Be ready. Take care. Oh, der ist dann noch weg. Come closer. Zu Baron gehen, Tom? Ich jag den. Ja. Der hat sich fast noch gekriegt. Dominating. Busy world. Wait until my seeds take root. The forest holds many surprises. Venture off the beaten path. Just a harmless flower. So much more to see. Has been slain. Rampage. Philipp kann nicht sterben. Killing spree. Your team has destroyed a turret. Your team has destroyed an inhibitor. Killing spree.
Ey, so ein Fieder, das ist der Wahnsinn. Wait, what? Collector? Ah, ja. Nee. Das soll ich, glaube ich, nicht nochmal spielen, ne? Ich muss da auch einfach weiter proxen müssen. Verkauft haben sie uns Johannes verkauft. Ha? Ich troll hab Maus Damage. Ich glaube, ey, du musst einfach nur proxyen und alles ignorieren und einfach sterben, ist egal, aber du musst proxyen, draufstehen, fahren, sonst ist Schmutz. Das Problem ist, ich kann nie auf der Wave, ich krieg die Minions nicht down, wenn die mich nicht hitten. Und dann stehe ich da wie so ein Behinderter in der Lane und kann nichts machen. Ich muss einfach die Wave aufgeben. Und dann einfach zur nächsten gehen, das ist einfach komplett useless. Komplett gegen den rein. So, Jungs. Nun gehe ich ins Bett. Tommy macht gut. Ihr auch. Nicht zu lang wach sein. Viel Spaß beim Angeln, ne? Morgen. Es ist 0 Uhr. Du Pain. Ich weiß, Dankeschön. Bist du da drauf reingefallen, bist Johannes? Da hab ich den ganzen Abend drauf gewartet. So. Johannes, du gehst auch früh ins Bett, damit du am nächsten Tag um 5 aufstehen kannst. Am nächsten. Ich glaube, wenn wir noch zweimal den Witz bringen, ist er echt weg. Philipp, du kannst ja vorher auch mit angeln gehen, ne? Da braucht man keinen Angelschein für. Ja, ich war auch schon angeln. Ja, aber mit uns nicht. Wenn du das, du musst ja alle Angeln vorbereiten. Sind sie schon vorbereitet? Und schwimme und so dran. Nein. Hannes. Erste Angel im Wasser bringt Fisch. Regel Nummer 1 am Puff. Ich stelle mir so vor, da stehen wahrscheinlich morgens um 7 Uhr so eine riesige Schlange davor. Mittags ist gar nichts mehr drin. Ist tatsächlich ein Grund, warum man zweimal reinwirft. Wo holen die dann die anderen? Holen die dann Fische aus dem anderen, wo da niemand angelt, der mit schmeißen dann da rein, oder was? Ja, das ist, da ist auch Besatz drin, aber die hauen halt nochmal ein bisschen was rein. Aus selbst die ich einen Fisch züchten sie angelt, ne? selber hinten. Aus dem Zuchtbecken eigentlich. Ist wie ein Pool. Okay. Das ist schon traurig, ne? Du züchtest die Tommy bei dir zu Hause und dann fängst du woanders und tötest sie. Ja. Ziemlich paradox, ne? Schmeckt gut. Glaube ich mag Fisch, ja. Ich auch. Ich habe jetzt gesagt, ich verzichte lieber auf auf mehr Fisch, auf mehr Fleisch und esse mehr Fisch. Johannes, was schaust du schon wieder an? Was? Weil Fleisch viel teurer ist als Fisch. Ja, das darfst du nicht dazu rechnen. Das ist ja ein Hobby.
Das ist ja, als würdest du jetzt zum Beispiel deinen Rechner für LOL berechnen, weißt du, das kann ich ja auch nicht so rechnen. Das ist ein ziemlich günstiger Rechner, ne? Aber selbst dann wäre es noch günstig, mein Hobby. Was ist Aquarium oder? Das Aquarium war nicht günstig. Mittlerweile ist es günstig. Oh. Also ich dürfte nicht angeln, oder was? Ha? Also dürfte ich nicht angeln, weil ich verdiene nicht das Geld. Was soll denn der Scheiß jetzt heißen hier? Ja, ich gehe ja auch oft angeln. Arschloch. Warum, wenn Philipp das Spaß macht, dann darf er auch so angeln wie ich? Doch, hat er. Das würde er von mir kriegen. Tommy, ich bin an Angeln, der morgen hier an der Elbe. Komm hoch. Ich fahre eh am Montag wieder hin. Ja, wo fährst du da eigentlich immer hin? Immer nach Tschechien, oder was? Ja. Aber ist es für dich nicht schneller, wenn du bei Nürnberg einfach rüberfährst? Ja, aber das ist viel chilliger über Dresden. Ah, okay. Nein, ich habe so einen Rentner dabei gehabt. Und der hasst es, wenn er irgendwie die Maut zahlen muss und. Und die Polen Mount, oder was? Nee, in Österreich. Die... Von uns aus noch über Österreich fahren und über Prag. Nee, der fährt immer über Ding, der fährt wirklich an der Ländergrenze entlang. Ja, den seiner jetzt nicht. Na gut, man muss ja echt sagen, die Autobahn da nach Dresden, die ist super leer, ne? Ja, das ist halt echt so. Also die ist echt chillig, also. Ich fahre ja nicht. Ja, die wollen immer fahren, dann denke ich mir, cool. Sag's mal so, ich zwinge mich da nicht auf zum Fahren. Are like very angry, you know, only Er hat mir einfach nicht vegetarians zurückgeschrieben or heute. vegan folks, because they will tear you apart and try to convert you as much as possible. Haben schon um Did you 19 just, Uhr did you geschrieben. just alles. point a large number of haters onto this very podcast? Is weiß. this what just happened? No. Is there like several people that were very upset at you right now No. and throwing things? Okay. No, that's always the joke that I've made, because if people have chess.com, and I love all people, but I'm just saying chess.com patrons do not try to actively convert folks on Lichess. Folks on Lichess are like, you know, there's a meme, chess.com. Chess.c. It started at Lee Chess. Started somewhere in on Reddit, Anarchy Chess, kind of a. Oh, so Lee Chess is a little bit of an anarchist organization. Would you go as far as to say No. they're a terrorist extremist organization? Are we going there? For legal reasons, that's I thought Lee Chess has like really good analysis. Like somebody, does it have an engine for analysis of like games, or is that an open source thing that like? they both do. They both use Stockfish 15. Okay, and then the rest is the interface around Stockfish that shows. It's the- tough. It's the live. So chess has a live server where you and I can play a game against each other. We just both seek, and if we have the same rating, we have the same criteria. Yep. We'll play a game. But there's also reviewing your own games. There's an opening database, so you can see what the most popular trends are. So Lichess is great. Like I'm sponsored by chess.com, and I will openly say that. Mhm. But you can't have. So you're deeply biased. Yes, Okay. but I'm also complimenting the competitor. Okay. But Can you play games on Lee Chess, or is it just for analysis? yeah, you can. Yeah, So it's the same exact thing. So they're like legitimately competitors. Not exactly the same thing, but they're trying to match for features. But you're saying Lee Chess is more chaotic, and then chess.com is more like
Yeah, I don't- professional? Yeah, I don't know. I don't know if it's chaotic. I just know that it's you have to. No one's gonna hold your hand if you go to League Chess. You absolutely can. You can play games. You can analyze your games, but you have to discover it yourself. The whole point of chess.com is to make the journey as simple as possible. But I also firmly believe you can't have any sort of growth in chess without a chess.com or a chess24. What's that? Or what's Chess24? So Chess24 was another live server with some lesson libraries and so on, but they were, I think the process was they were bought by Play Magnus. Mhm. So What's Play Magnus? Play Magnus. That's just that's Magnus Carlsen. Yeah, he doesn't own it. He owns some stake in it. I think 9 or 10%. They owned a bunch of chess companies, including Chess24. But now it seems like they're either merging or basically getting acquired by Chess.com. Got it. And then Play Magnus, it's an app also where you can play Magnus Yeah. at different levels, but Yeah. there's also The group- educational stuff. Yes. Okay. The Cool. for-profit chess companies make the option for grandmasters to make a living, to make chess an esport. Yeah, League Chess is great. It doesn't put on any events. There's no commentary. So you can have both in theory, and probably some controversy is good. Does chess.com like sponsor Hannes? you, like help you out in some Was way? hast du gerade gemacht? Like, what's the connection between your videos and streams and so on and chess.com? Like, are they supporting Bitte people in that nicht. way or no? Das kommt My fast content, komplett they aus don't seinen. necessarily. I just make whatever I want. Like I'm not censored. Like, if they do something stupid, I will call out their leadership. It's not like. Weil irgendwie dann klackert es wahrscheinlich und dann dreht man jedes Mal den Ventilator. Like Und in my YouTube videos or Got it, my got it, yeah, got it. that's just That kind of stuff. Yeah. So anyway, back to I mean, that was really helpful. I was confused about all of that. No, it's, The guessing people's rating. Mhm. So the thing you mentioned about the end game, if you don't know what the hell you're doing with the end game, what does that mean about your rating? If you don't know how to finish with just a few pieces on the board, you could be my rating. that's End game is tough. That's the self-deprecating humor we tuned in for. End games okay. are hard, man. They're So they're tough. very Yeah, difficult. you can't have. There's a reason Magnus is the best. It's because 7 hours into a game, when everybody's given up, he's still squeezing juice out of the fruit. So that's the way I would describe it. So that's not a good source of information if you. No, within the first 15 moves, generally, you can tell. Because you can tell how well they played the opening. So how well they knew what they were supposed to memorize, what they were supposed to play, and then how they react to piece interactions. So if they are faced with a move that a more advanced player would deal with very swiftly because there's kind of a natural response, that gives you information. If they move their king when they're in check when they didn't have to, that's a massive giveaway. Some people just think, oh, I'm in check, so I have to move my king. Okay. So it's like how direct the response of your play is to the danger. So like if you're more moving like multiple pieces at a time, meaning like you're moving like the pieces are like tied together in interesting ways, and then okay. Like what about the opening? Can you tell also? Because a lot of people can memorize openings, right? Yeah, but it takes two to tango. So it's So you pretty can good memorize a bunch of now. stuff. But if you're 900 and I'm 900, your rating is fluctuating all over the place in this podcast, I feel. Yes. 12, 13, 900. Yeah. You can memorize things. I'm going to play some crap and you can't play the way you memorized because I have to respond to you in certain ways. So you will either respond the way you think you're supposed to respond, and that will probably be incorrect. Or now you have to figure out how to deal with the fresh position. Oh, so the 900 will reflect itself in both cases. Yeah. I wonder if actually, so do you know your current rating or no? Or your top rating? What was your top? I know both. My current ELO, like over the board, now is 2320. My peak was 2430. Oh, cool. So can you play like a 900 player? Like, can you force yourself? Yeah. So you can like, given that you've guessed a lot of ELO ratings, can you kind of emulate that? It's kind of an interesting question. Yeah, of course. Before I was doing YouTube and Twitch, I was teaching kids. So I had to. Not only did I have to play at their rating, I also had to play and sometimes even behave and explain things in a way that the kid could understand. So absolutely. Yeah, I think that's what contributed to
the growth of the channel, frankly. I kind of understood how beginners thought about the game. So yeah, you did. You taught people chess. You coached people for many years. I guess in New York. Yeah, New York. Yeah. What did you learn about the way people learn from that? So like, how did people that were successful at getting good at chess quickly? What were some of the commonalities? What isn't that what Magnus is really good at? Is taking people away from like making suboptimal moves, to take them away from the known openings, or is that unfair to say? Yeah, he gets part of his really dominant reputation, I think, from not letting people get into ultra theoretical positions. He just won this tournament, this online tournament, and he said he had a young player strategy. He had an anti-young player strategy. What's that mean? It means that by move 7 or 8, you go to the database, no games. Nice. Kid is on their own. They have to swim on their own. Yeah. And they have to deal with the strategic complexities of the position, which he gets. And he might get from just an enormous database within his brain of historical games that have similar structures, or just sheer genius. Like we won't know. Yeah. It's a mix of the two, for sure. The younger you are, you can't remember a game played in 1951 in some bar in the Soviet Union, but he does, because he read a book once or a magazine once. And he just remembers. He remembers the structure, which it's not fair. Yeah. It's crazy, right? What do you think makes him, if we can sort of linger on it, what do you think makes him so good? I think it's the memory, and I think he just seems to get the game better than anybody else. That's the best way I can describe it. In sports, you have reaction time, you have strength, but also as he's now evolving, it's stamina. So there have been games that if you put 2 other 2750 rated players or world top 10 players, they would have drawn the game. The game would have ended. Nobody would have won it. You put Magnus as one of the aggressors in that game, suddenly the chance of victory doubles from 5% to 10%. That's weird. What's that about? Because what is it, game 6 against Nepo? Like, right. Isn't Stockfish say that it's supposed to be a draw? So 0.00 does mean a draw sometimes, but other times it means, and it's the joke I always make, it means that Stockfish is out for a smoke break. It can't. Can you explain the joke, and can you Yes. explain 0.00? Yes. So Stockfish will show an evaluation which determines whether the position is equal, slightly better for one side, slightly better for the other side, or completely winning. You can 0.0, 0.2, minus 0.2. That's all within a balance. You can say, okay, black has a little sprinkle of activity, something, white has that. But if it's 0.00, it could be literally a dead draw, meaning theoretically just impossible to win. But oftentimes what that means is, the smoke break joke is, Stockfish doesn't know. There is so much complexity within the position, the combinations of different moves that are acceptable and okay, it cannot evaluate correctly. Wow. So even the end games are tough for Stockfish. Which is why Magnus won that game, because there was practical value remaining. It wasn't a dead draw. He continued to ask questions over the course of 6 or 7 hours. He would sacrifice a pawn. He would sacrifice another pawn to damage the structure. Valuation stayed the same because a machine could stop him, but not Jan. And that was one of my favorite. That game ruined my whole day, by the way. It destroyed because I made so many plans that day. It completely ruined my day, but it was a very worthy recap. You were just all in. You watched that whole game? I watched the whole game, and the World Championship was a crazy time because I wanted to be first with the recap video, but I also wanted to be best with the recap video. So I spent all the hours of the games watching all the live broadcasts and getting all the information, all the variations, and trying to put that into the recap. It was a lot of fun. It was a huge adrenaline dump when it was all over. So just for people who don't know, that's the most recent World Championship. So you had that was a draw after draw after draw after draw. Yeah. And it was kind of boring in that way. Or maybe are draws, is there like non-boring parts within the draw to you when you were like just studying it carefully? For me, yes.
For the average viewer, no. That's the truth. Especially when the game itself is not that exciting. When Magnus plays a strange move on move 9 or 10 that hasn't ever been played, and then Jan has to try to exploit it, and he fails, and no attack builds up, and they shuffle their pieces for 3 hours. My favorite thing is when the commentators like, I don't know why he did that. I wonder why he did that. Like, yeah, when the commentators are confused, that's my as a person who's just a spectator, just like that's interesting because then the most interesting part is about listening to the commentators who, I guess themselves might be grandmasters. They are trying to, I guess, just like Nepo, just like Magnus, try to figure out what's the idea here. What are you thinking? Yeah. That's cool. That's an interesting part of the game. But other than that, it seemed, I was sure this is just gonna keep being a draw, especially in that situation. So it seems almost remarkable that Magnus was able to pull out a win in Game 6, and after that, at least Magnus said that ends it, because now Nepo's gonna have to take more risks, and that opens it up to pure chess. And then it's who was it? Steve Prefontaine said, like, whenever the race is down to like pure guts, then that's when I win it. There was also a conversation about Jan's first half, second half in any tournament. In the first half, he's just brilliant, on fire. You could even say he was outplaying Magnus. But the entire conversation before the match was Jan slows down. And at the first sign of a loss or a setback, the match might fall apart. And that was the worst way to lose. There was literally no worse way. And it just got worse from there and there. I mean, it was one move mistakes. But he's back. Jan has won the candidates again. He's going to play for the World Championship. So who you got? Who you got? What is this slang terminology? Can we like somehow edit that into a more sophisticated with a British accent type of phraseology? Okay, who do you think will win that match? I think it's 55-45, but I don't know for who. I don't know. That's not so it's close. It's very close. Okay. You can make both cases. You could say you could say Jan has been here before. You can say to the World Championship stage, he knows what it's like to have a training camp, and so on and so forth. His playing style is very... But you can also say Ding Liren is one of the most stable, unemotional chess players. And Ding oftentimes goes from down to up. So in the candidates, he lost to Jan in the very first game. 14-round tournament, he got demolished in the first game. I'm sure he was suffering from jet lag, the flight. He came to Spain like 2 days before the games began, which was crazy to me. And he got second place by the end. His chances of finishing in the top 2 were like 2%. After that first round game, people wrote him off completely. So he doesn't go from top down. He goes the opposite way. And if he loses, he might come back. But the truth is, I don't know. The truth is, it's going to be an interesting match. And it's also disappointing we're not going to get Magnus in it. Yeah, what do you think about him stepping away from the World Championship? Are you a romantic about the World Championships? No, I'm not a romantic about anything, I don't think. I can't imagine what... dark. That went dark quickly. I don't think I'm sophisticated enough to be a romantic. I think I taught chess, and now I make YouTube videos. I'm not qualified on the subject of romanticism, but You don't think it's a beautiful game? Chess? Yeah. No, I think it is a beautiful game. There you go. I got you. Yeah. Is that considered being a romantic? Yeah, I was seeing the beauty in the... You can be like Bach and seeing the math in the music, or you can see the beauty, the magic. I think I see beauty in certain types of chess for sure. Not in all chess. So I'll partially romantic. Part-time romantic. Yeah. Yeah. So what do you feel about Magnus stepping away from the World Championships? Disappointing, but understandable. Can you steel man his case? What's understandable about it to you? I don't think it's as prestigious as it could be. I don't think... The World Championship? Yeah, yeah. Why does Magnus still sign everything as World Champion then? That's a good point. That he did just put out a statement. And Ich habe diese Woche nur Typo 3 Umstellung gemacht. Also richtig fun. World Champion, right? World Champion. I don't know. World Champion, World Chess Champion. Maybe it's just because he... WordPress?
Playwork? Wie heißt das? Play? Ah, Angular. Ja, das gibt's. Gibt's. Libraries. Ja, das ist normal. Ja, und dann bleibst du normalerweise 2, 3 Versionen auf der Version. Was, naja, nee. Die updaten ja erst, wenn sie die Libraries confirmed haben. Und sobald die Libraries confirmed sind, ist es ja in Ordnung. Ja gut, 100% kannst du da wahrscheinlich nie von ausgehen, aber ich sag mal, wenn es nur wirklich nur eine ist oder so, dann ist es nicht so schlimm. Diese Libraries, die meisten Libraries, die ja benutzen, das sind so Libraries, du würdest so eher sowas wie Quality of Life Libraries sind das meistens. Nicht alle, aber die meisten. Na gut, das ist vielleicht nicht ganz so gut, aber. Okay, ja, eben, das sind halt so ein bisschen, wenn du Library hörst, denkst du schon was riesig groß, aber das da in diesen Angular-Dingern, das sind so Mini-Dinger. Also es ist auch ultimativ schlechte Programmierart, aber sie ist halt einfach effizient, weil du einfach so viel Freeware für diese Dinger bekommst und warum sollst du das Rad neu erfinden? Problem ist meistens nur, dass halt die Ja, mein Problem ist, meins ist uralt und bei uns, der das geschrieben hat, hat ja, sage ich mal, 90% selber geschrieben. Das heißt, ich muss Code, der unkommentiert ist, von dem umschreiben. Ja gut, wir bleiben schon bei Typo, aber wir gehen halt von, also bei PHP, aber wir gehen halt von PHP 7, wir gehen von 5 auf 7 und bei Typo gehen wir von 7 auf 11. Das ist halt einfach alles anders. Das ist halt alles unkombinierter Code, das ist einfach AIDS. Naja. Die haben halt, da muss man überlegen, das sind 4 Versionen und mit diesem CMS-System. Nee, irgendwann nicht mehr. Vor allem nicht auch, wenn du zwei komplette, also Typo ist ja auf PHP 8, die sind auf PHP 5. Allein das ist schon ein Riesenproblem. Manche Funktionen gehen halt einfach gar nicht mehr. Sind sie ja auf 1 oder 2 Versionen, aber nicht auf 3. Das ist ein Cycle von einer PoE-Version. Das dauert 1, 2 Jahre. Da muss man überlegen, das ist 6 Jahre lang zurück, die Version, auf der wir gerade laufen. Und die Typo-Version ist, glaube ich, 8 Jahre zurück. Irgendwann hört halt die Kompatibilität auf. Das macht ja auch keinen Sinn für die. Gut, die Funktionen müssen halt wieder da sein, ne? Ich muss auch viel neu schreiben. Nö. Deswegen kriege ich ja auch, ich finde das einfach ein Witz. Vor allem, wir haben ja jemanden, der meine Arbeit bewertet oder sagt, was ich zu tun habe, der überhaupt keine Ahnung von Programmieren hat. Und er fragt mich dann immer so, wann ist es denn fertig? Und ich denke mir so, du hast keine Ahnung, was ich da den ganzen Tag mache, oder? Ich mache im Grunde den ganzen Tag, ich mache nichts anderes als googeln, wie es damals funktioniert hat und suche dann die neue Version raus. Und zum Beispiel heute saß ich, na gut, heute nicht so lange, aber ich saß gestern den ganzen Tag daran,
rauszufinden, warum diese Import nicht mehr funktioniert. Am Ende war es ein Einzeiler, dass die Pfad jetzt im neuen Typo immer absolut angegeben werden muss in der Funktion. Der kann nicht mehr, also nicht hier relativ angegeben werden, genau. Ich habe den ganzen Tag nichts gemacht und am Ende war es ein Einzeiler, den ich einfach nur drunter schreiben musste. Und das war einfach so kein Spaß. Da nicht, aber bei einem anderen Problem habe ich ChatGPT gefragt tatsächlich. He won it, but he thinks that Das the Problem ist halt, ich weiß journey oft nicht, to woran es the liegt. top Das ist once mein again Problem. Das ist ja oft ein Rumgerate von mir. Das ist voll oft zum Beispiel, ich habe voll oft das, zum Beispiel, eben so Dateien, die kommen zwar an. Ja, das ist jetzt mein Problem nicht, weil die Datei kam an, sie war nur fehlerhaft. Und dann kannst du anfangen zu suchen. Und wenn es dann weiß, was ungefähr ist, dann ist es eigentlich nur noch googeln, warum, was sich geändert hat. Aber Typo ist ja so beliebt, ich finde ungefähr dann so eine Antwort. Schon, aber dieses Blöde ist mit diesem Typo-Verbindung, dass du meistens irgendwie. Ja, Typo erleichtert dir halt Dinge, ne? Du kannst halt Rechte festlegen, du kannst alles festlegen, wo Sachen gespeichert werden, du kannst Pfade vereinfachen. Das ist halt einfach ein Verwaltungssystem und PHP ist ja kein Verwaltungssystem. Du kannst ja auch dann eine Datenbank anbinden und du kannst ja direkt dann aus dem PHP über Typen, du schreibst dann zum Beispiel ein Model und der macht dir aus dem Model direkt eine Datenbank und schreibt dir alle Standardfunktionen runter, die du dann auch direkt benutzen kannst. Kannst dann so Magic-Funktionen heißen, die Typo. Die erstellt dann einfach automatisch und dann musst du halt nichts machen. Das ist schon für Anwendungsfälle, wo es genutzt wird, ist es schon nicht schlecht, aber. to maintain the status quo has lost Weil its Datenverwaltung, so. You know what the Weil example is that I leider. like to Das heißt, leider ist I- es halt. Die haben halt sehr viel auf Sicherheit. Damit haben die halt geworben. Die waren ja so dieses Counterpart zu WordPress. Und damit haben die halt, keine Ahnung, Dinge drinne, die meiner Meinung nach, ja, die sind schon richtig, dass die da sind, aber wenn du eine normale Webseite hast, was sich einfach nicht juckt, dann sind die einfach so unnecessary, die Sicherheitsmaßnahmen, wo du dir dann denkst so, ja, wir kommen halt immer auf den Anwendungsfall an, aber eben Typo hat sich ja damit gerühmt, dass die Sicherheit, deswegen hast du halt diese ganze Scheiße am Arsch leben. Wie viele Wähler ich habe, weil irgendwelche Namen nicht richtig gegeben werden, weil sie vom Typo so erwartet werden. Boah, ich kriege jedes Mal einen Rappel. Dann kriegst du ja auch nicht die Fehler mehr. Dann sagt immer ja could not found oder on null oder Template was loaded but no controller. Und du denkst immer so, also, wenn ich ein Template, das hat mich am meisten aufgeregt. Ich habe ein Template angelegt, also für eine Action, die aus dem PHP kommt, ein Template, wo dann angezeigt wird. Und ich habe aber das Template zuerst angelegt, hatte aber noch nicht die Action geschrieben. Dann hat es tatsächlich einen Fehler geworfen, dass ich ein Template habe, was zu keiner Action gehört. Wieso denkst du, warum?
Lass doch das einfach da liegen, es juckt doch niemanden. Keine Ahnung. Aber ich war die Fehlermeldung nicht schlecht. Konnte man natürlich schnell darauf schließen. I'm a big fan of UFC. So Ja, aber guck mal, we've das never frage ich mich immer bei so Sachen, ne? Also wenn du jetzt, das ist eine Maschine, ne? Und die, keine Ahnung, die kann, keine Ahnung, die scannt irgendwas. Ne, der Scan ist schlecht. Das ist so ein Arm, der greift ein Objekt und legt es auf die andere Seite, ne? Aber kannst du dann einfach eingeben, zum Beispiel so eine Geschwindigkeit, die der gar nicht kann und der macht es dann oder geht dann hops? Okay. Könntest du, wenn du jetzt einen Fehler machst, eine Maschine kaputt machen? Einfach mit. Das heißt, was musst du, was machst du da zum Beispiel dann? Mit einer Fernbedienung oder was? Das ist ja ein guter Programmierer mittlerweile. Hm. Das ist irgendwie schon irgendwie cool, wenn man irgendwas programmiert, was danach irgendwie rumfährt oder so. Irgendwas macht.
Ja, das ist ja der weirdeste Fall, den er hat, sozusagen, aber. Das ist halt das Problem, das ist halt wahrscheinlich die Maschine halt so teuer, da kann man halt keine Späße mitmachen, ne? Mhm. Ja, die werden es Really irgendwie see wahrscheinlich in the eine Teile teilen und irgendwie versuchen zu simulieren auch viel. Kann ich mir gut vorstellen. the exception of George St. Ja gut, Pierre aber ich glaube, Siemens ist es halt walking Bums. and Khabib, but Khabib was kind of a different story, walking away from a belt at the absolute Ich kenne es ja alles, ich kenne es. of their Bei uns career. ist alles auch ein Problem. But Bei also uns in the beschweren sie UFC, sich die champions are an der Messe, da extremely stellen sie well mir die letzten Pimmel ein für die Kasse. Dann wundern sie sich, dass wir irgendwie 1000 Tickets haben, die zwar auf der Messe sind, weil die Kamera die zählt, aber wir haben halt einfach irgendwie 40.000 Besucher und nur 38.000 oder so haben ein Ticket. Ich denke mir also, ja gut, ne? Ja, ist nicht so gute Bilanz eigentlich. 2000, das sind 2000 Leute mehr drin, ohne, also durch den Eingang. Das ist eine Kamera, die steht am Eingang und die zählt halt jeden, der durchgeht. Und wenn dann 40.000 durchgehen und 2000 nicht gezählt werden, oder 2000 drin sind, die kein Ticket hatten, oder warum auch immer, weil die meisten haben ein Ticket, die werden nur nicht gescannt, weil die Leute am Scannen halt keinen Bock haben. Wenn die irgendein verknittertes Ticket haben und es nicht instant gehen, müssten die theoretisch den Code abtippen. Das waren die nie, glaube ich. Oder hier, dann hatten sie so ein Event, da wollten sie Kundenrückmeldungen haben, dann haben sie da eben so ein paar Leute drüber liegen lassen. Und dann mussten die so auf so einem Tablet, mussten die etwas ausfüllen, also der Kunde. Und dann da mussten die halt eben die das erklären. Und dann waren, gut, die das Ding erstellt haben, waren schon dumm, weil die das E-Mail-Feld nicht als Pflichtfeld gemacht haben. Aber denen ist es auch nicht aufgefallen. Wir haben irgendwie, ich glaube, 300 Teilnehmer und von 300 Teilnehmern haben irgendwie 20 die E-Mails. Und ich so denke so, hä, das muss doch irgendwie mal auffallen in dem laufenden Prozess. Aber geh mal auch einen Fick. Ja, wahrscheinlich will ich auch einen Fick geben. Schnell geht bei uns nichts. Schnell geht bei uns nichts. Nee, aber du bist ja als Kunde, das muss ja auch, du machst an einem Gewinnspiel oder so teil, oder das war halt so eine, kommst, ich weiß gar nicht, was du da gekriegt hast, ich glaube, das ist ein Ticket für die nächste Messe umsonst und das ist irgendwie eine Chance auf, ich weiß gar nicht, was der Hauptgewinn war, aber ein Ticket hast du auf jeden Fall bekommen. Und dann ist da aber keine Kontaktmöglichkeit, das fällt dir doch das muss doch irgendjemand auffallen, oder so. Naja, also nicht. Die hatten ja so ein Tablet, also Leute, die sind mit dem Tablet umgegangen. Ja, auf jeden Fall ist es im Nachhinein ist es anscheinend ein, zwei Leuten aufgefallen. Und irgendwie war anscheinend einer richtig schlimm, der wollte sich dann direkt beschweren.
Ja, dass das Gewinnspiel ja gerickt sei, weil die ja gar keine Möglichkeit hätten, ihn zu kontaktieren. Der ist komplett durchgedreht. Den mussten wir dann besänftigen, den netten Mann. Aber jetzt die von Google oder so, die kamen nie an. Ja gut, also die. Wie lange ist das jetzt schon hier? Ich glaube, ein halbes Jahr oder so, ne? Ich habe nur 1000-mal Nachrichten gekriegt, dass sie anscheinend da sind, aber kamen die nie, die Dinger. Ja gut, aber sind die so teuer? Kannst du da nicht einfach mal gescheite kaufen? So richtig gescheite oder so? Ja, aber mal. Nee, nicht. Sagst du mir jetzt schon die Dinger oder was? Weil die sie da mitgegeben haben, das waren ja so 70 € Dinger oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie krass die dann waren. Die sind richtig geil. Die hatte ich mal. Von der Marke. Die sind echt coole. Dann machst du so einen Mold von deinem Ohr. Und dann kannst du die perfekt an dich anpassen lassen und so. Das ist echt cool. Ich weiß nicht mehr, ob die das machen. Aber das sind so maßangepasste Indies, ja. Hm? Die schicken dir die. Also ich weiß nicht mehr, wie die sind. Das ist schon. Wo kannst du zahlen? Ich glaube, die gehen los bei 200 und hören auf bei 2000 oder so. Ja, die sind, die gibt es bestimmt auch Bluetooth, aber die meisten von denen sind, glaube ich, nicht Bluetooth. Die ich hatte, oder was? Ich habe es ja nur genommen, weil über mein Vertrag günstiger geworden ist als mein alter Vertrag. Also das Handy war einfach günstiger als mein altes Handy und mein altes Handy war ja wohl. Ja, auch, ich bin eigentlich zufrieden mit dem Ding. Ja, ich bin auch, glaube ich, der anspruchslose Handy. Ich bin so, mir könnte auch so ein Nokia aus 1900 reinlegen, das will mir auch nicht jucken. Du hast schon die große Version. Hättest du die kleine genommen?
Ja, na gut. Ja, gut, ich mache irgendwie Bilder mache ich ab und zu und die Qualität ist okay. Bei uns auf der Arbeit sind ja alles so Apple Boys. Ja, gut, aber wer Apple meinst du das? Ja. Ja, keine Ahnung. Die Leute, keine Ahnung, was die mit Apple haben, verstehe es auch nicht. The champions have some of the best lives. Of course, you can argue not all champions. You can say some of the lower weight divisions, yes. But what I'm saying is, a lot of them get all the sponsors. Ich habe They auch get noch Probleme mit Apple. massive paydays. Ich They're habe so international eine celebrities. Navi geschrieben für diese eine App. So eine, ja, so eine ganz simple Kompassanzeige eigentlich nur. Und Android, also wenn du bei Android die Position freigibst, dann gibt er das mit frei automatisch. Bei Apple also musst du für beides erstmal eine Abfrage schreiben. Also wenn du die Location freigibst, gibt er nicht auch die Richtung frei an die Webseite. Und die Richtung bei Apple ist nicht, also wenn du zum Beispiel, da ist nicht Norden 0, sondern 0 ist die aktuelle Richtung, in die das Handy zeigt. Und ich dachte auch noch so, wollen die mich verarschen. Ja, also die geben halt, also Android gibt halt einfach die Richtung von dem Norden in die Richtung mit in so ein halt dann Wert dann an. Und Apple macht es halt von dem Punkt aus, wo es in dem Moment gezeigt hat. Das ist halt kompletter Quatsch, aber. Ja, genau. Die wollten. Nee, die wollten, du kannst auf der Webseite klicken, also die Webseite ist ja für diese, die in der DDR hingerichtet worden sind, wegen was auch immer, die halt von der Stadt ein Projekt. Und dagegen kannst du halt nicht eben zu diesen, da gibt es so Orte dann kannst du dich dahin lotsen lassen. Da habe ich halt so eine kleine Applikation geschrieben, dass wenn du mit dem Handy da draufklickst, dass es dann halt dir die Route anzeigt und wo du hingehen musst. Wirklich ganz simpel halt einfach nur. Und dafür wollten wir halt keine eigene App schreiben, deswegen habe ich es einfach in die Website eingebaut. Aber das war eines der coolen Projekte, die ich bisher hatte, fand ich so. Ja. I don't think chess has that. In fact, the World Championship of Chess prize fund has not changed much in like 40 years. So you could probably make more money on YouTube. Yes. Playing randos, not randos, but having fun and playing really challenging games, playing other Super Grandmasters, like an ad hoc events, or maybe a little bit organized events, but not the World Championship. Yeah. Das ist ganz interessant, weil wir haben ja dann fast alle Daten gekriegt, nicht nur die öffentlich sind. Das ist schon krass, was die gemacht haben. Specifically, and wie viele Leute die DDR hingerichtet hat. Und die haben sie nach Russland verschleppt und dann einfach da jämmerlich verrecken lassen. I don't know how much money that is. I haven't tallied, but if he dedicated an entire year to being managed on social media, wenn einer aus der Family, die irgendwie erwischt haben, haben sie meistens die ganze Family einfach deportiert. Which is crazy. Yeah, but money isn't everything. I know that's totally Some fair. people dedicate their whole life to winning the Olympics. The Olympics is an interesting one too Ja, halt andere Zeiten, ne? Like I didn't even watch
Kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, as ne? I usually do. This year, yeah, Yeah. me neither. It's really strange. I'm not sure why that is. And during COVID, I'm not sure. That was weird. I don't know if it's losing its magic. Part of it is also Ja, because das of stimmt, the ja. Olympics and the way they distribute it. They make it a little bit more difficult to watch. Like it should, in my opinion, it should all be just available on YouTube and easily accessible. It's like the difference between like SpaceX and some other like even NASA. Just SpaceX is better at streaming their launches and commentating them. And they've made NASA better as well. But just like the ability, it sounds ridiculous, but making it more frictionless for people to watch, get excited, to share, all that kind of stuff. Yeah, like I'm not exactly sure where the magic like balance is between the classy traditional world championships and the kind of dramatic, exciting streamer world. And it feels like for the world championships to be relevant, they have to find that balance. Yeah. Well, this recent one had. It's pretty good commentating. Yeah. No, I'm not even necessarily talking about myself. There was a lot of. No, that was the worst part for me. No, there was. Well, every no, single, you did amazing. Yeah, I appreciate that. It was a lot of. It was a big arms race, so every major chess platform tried to get one super grandmaster. Vishwanathan Anand, Fabiano Caruana, you name it, they were basically involved. And to go back to that point, yeah, the big question is money, and if Magnus is not motivated by money, if the prize fund for the next world championship was $10 million, would he play it? If he says no, then it must be something else. It must just be a matter of something's not worth it. It's not worth. You gotta take him at his word, and his word is like there's too much stress to the low sample play. Yeah, like I want to play many more times. Yeah, he wants to play more. He wants to make games. it more interesting. Yeah, exactly. Yeah, more shorter games, like where you can increase the possibility of pure chess. Whatever the heck that means. Yeah, but we can't go back to the first Karpov Kasparov match, which they had to stop due to health concerns. I mean, the guy went down 5-0, and it was first to 6 wins, and draws didn't count. So draws didn't amass to the total score. There was no best of system. So what happened there? The match went something like 7-8 months. Kasparov started making a comeback after being down 5-0. He was 5-3, and they called it off. They said both players are in poor health conditions. Kasparov stormed down, yelled that this is a farce, but the match was 50 games long. Even more, maybe. I made a video, and I don't even remember how many games it was. It was so long. Can you imagine? Bobby Fischer wanted something almost as extreme. Draws don't count. It's first 1 to 10 wins, and if it's 9-9, the world champion retains his title. So you have to beat the world champion 10-8. That's the only way. So you don't like that? Well, it's just grueling. I don't know. Maybe I like it for the YouTube recaps, but do I like it for the players? Do I like it for general public? No. Torture. Yeah, it's 3-4 hours, right? You imagine your favorite tennis match was 6 months long. Right? What are we doing? Yeah. There's still a magic to the world championship. I wish they could make it some interesting. They make it work somehow. But Yeah. I think Magnus is really challenging FIDE and everybody else to step up and try to figure that out, which is great ultimately. Who would you say is the greatest of all time? Can you make the case? You mentioned Kasparov. Can you make the case for Kasparov? Can you make the case for Magnus Carlsen, Bobby Fischer, Tal? In my opinion, you can make a case for Magnus, Gary, and Bobby Fischer. I'm not one of the folks that's like, oh, I mean, Capablanca was brilliant. You can argue Steinitz was brilliant, but as I think it's probably Kasparov, and Magnus has a chance to overtake it. So the longevity is really important to you when you were thinking about this. Yes, I think so. I think Magnus is very, very close. I think it's extremely close. What would be the magic? You got to get that 6th one. Oh, so no, I'm just kidding. So the world championships matter. It's kind of like basketball, right? Rings. It's all comes down to how many rings did this person win. What about, well, basketball doesn't have this, the number of years at number one, right? Like rating, sorry. Yeah. Like there is a, which is what
Magnus really likes is like there is a nice system of rating of who is ranked number one, and it has to do not with some championships or low sampled tournaments. It has to do with general game after game after game helps estimate more accurately the ELO rating. So Yeah, he's been world number one for I think 11 years, right? which is still less than Gary was world number one for 20 years. Yeah, which is quite wild. but still lower rating, I think, than Magnus now, right? Yeah, I think rating in general has sort of Allegedly, it got inflated. Yeah, is that true? Is there truth to that? I think so. I can't speak to how exactly it happened, but it also happens online. If you go back just 3 or 4 years, I think some of the best Blitz players on, let's say, chess.com were 27, 2800, and now they're 3200. I think it's just sort of what happens, but I don't exactly know. I will mention that there was a very strange change, not exactly sure when the year was, in FIDE, so over the board chess, where if you were under the age of 16 or 18 years old, one of those two, and you were below 2300, okay, your rating change factor was 3 to 4 times higher. So just imagine what that means. Magnus has a rating change factor of let's say 1. I have a rating change factor also of 1. Anybody over the rating 2400 has the same rating change factor. What is the rating change factor? So if you win, Yeah, there's a formula, and basically, let's say at the very base level, 5-point change. If your rating change factor is 1, you beat somebody, you gain 5 points. Those kids who were under 18 and under 2300, their rating change factor was 4. So their ratings were going up 4 times higher and 4 times like up and down compared to normal folks. And there was one teenager in the US in particular who in 1 month played a bunch of tournaments with his rating change factor and became nearly rated 2,640, which is top 50 in the world. He was just a random teenager from the United States. He became a grandmaster ultimately, but he bled like 90 points down because his rating was so inflated. And the K40 exists now. I mean, you have many kids who out of nowhere, 2100, 2100, 2400 after, one good month. It's like, what? So that's interesting. It's like similar to like how TikTok inflates your virality early on. Does it? Well, yeah. Like I well, at least the rumor is like they want you to get engaged, and I thought there was even artificial likes and so on that they want you to get that dopamine addiction. So maybe they want to throw you, if you're really passionate about chess, they want you to throw you to the sharks by artificially inflating your rating, and maybe that gets you into the game much more intensely. Maybe that. I don't know. I wonder how many like backdoor FIDE meetings there are with cigars, and so that was the factors determined by who does the ELO rating. Who changes this stuff? Yeah. Who knows? It's probably those lead chess anarchists. Yeah, exactly. I think they wanna stay away from that stuff. But so there's a guy named Hans Niemann. Yeah. And he beat Magnus Carlsen recently. Yeah. Has it been already? Was it August? September 4th. Oh, it was September? So he beat him twice, right, recently. Once is the allegations by the internet that Hans Niemann cheated. And then the second time, Magnus played a few moves and forfeited and resigned. There's 3. Okay, sorry. No, yeah. Can we go through the stocks? Yes. So they play a live esports event in Miami Beach. Yes. Eden Rock. That's where I actually interviewed Magnus. Yeah. That's where that was? Oh. By weird circumstance, I found myself in Miami, unrelated to a chess event. And it was a very dramatic event for me for various reasons. One of which the camera stopped working halfway through the conversation. I saw that. Yeah, I saw that. I also, side note, I really respect how you write comments, pin them at the top, you add timestamps. You're like very true professional. I am the complete opposite on YouTube when I'm off the camera. So I dig in the mud. What does that mean? Dig in the mud?
from when I started on YouTube in 2020, in June, like May, June 2020, I had no subscribers. So I got to 1 million in a year. I had a lot of people analyzing my every move, all of my small flaws, and I love getting hate comments because you pin. Is it the comment of shame or something? That's what it's been named over the years by folks. I never called it that, but yeah, it's pin of shame, and Pin of shame, yes. it's been tough because now people pretend to write hate comments just to get attention. So like anything, the public ruined the good thing. But it started that way. It started with people just shredding me to bits, calling me spin-offs of this and that, and I think I'm a human more than I am a creator, an influencer, an attention seeker. Like, I'm just a person. So to me, even at the size of 1.6 million subscribers now, September 2022, I don't understand that I've gotten big and that I shouldn't do this stuff and that I should be beyond it, or I shouldn't be checking my social media as much as I do and interacting one-on-one. I'm still very much a human being, and my guilty pleasure, my way of killing time if I'm not laying on the couch and playing some chess blitz games off stream, is I just interact with people who say nice things and who say horrible things. And I really like to get into the head of the people who say the terrible things. Now, sometimes you can, sometimes they are truly trolls, but sometimes people just really hate you. So What's a successful interaction with the person that's trolling you? What's like at the end of that hero journey that you were partaking in? What's the top of the mountain look like? Is the troll conquered and broken mentally? Not mentally. I don't want to defeat. I honestly, sometimes somebody writes a very long comment, I'll respond with a question mark. Yeah. Oh, so you see each other as like a brother and sister. You're gonna travel together on this journey of deep meaning, like introspection of what does this mean? Yeah, I've had people write, I can't quote now, but something about my persona, my behavior, this and that, and I just like respond to them and I say, hey, it sounds crazy that a large creator might do something like this, but this kind of goes back to you speak to folks on a very respectful way. If you Let's return to the Magnus Hans saga. I know. Yeah. How did it start? Who is Hans Niemann? Who is Magnus Carlsen? How did it start? There's 3 games. It started in Miami. Yeah, a good background story is Magnus Carlsen is the arguable greatest player of all time. Very close, I would say, to Garry Kasparov, world #1 for now over 10 years. At the top of his game, you think? Like close to the top of his game right now? After the most recent thing, yes. I think he has the uncanny ability of top athletes to absorb the bullshit and show, oh yeah, dad's home now. Yeah. You know? Yeah. Run. I was only trying 70% before that, you know, and I think that's what I really think that's what he showed. I was in awe. If Magnus is playing in a tournament, yes, it's good for views to put him in my YouTube thumbnails and make the video title about him if he does something brilliant. But I was legitimately just blown away. It wasn't even, wasn't farming him for content. It was, this is unbelievable what he's doing to people. And he has a point to prove. Hans is I believe he's 19 years old right now. He's an American, I don't know if prodigy is necessarily the right word. Prodigies, you know they're prodigies from very, very young. In chess, you don't become a prodigy at 18. But he was always a good junior player. He was always a very unique character. I met Hans when he was 11, 12 years old. He was this little kid just trash-talking folks at the Marshall Chess Club, and he already had a reputation, literally. He had a reputation with counselors, and the truth is, I was similar. Yeah. I was kicked out of chess camp by one of the best chess grandmasters of all time, Artur Yusupov. I was in a chess camp when I was 9 years old. What'd you do? I was just an asshole. Yeah. I was too strong, so I helped other people with all their work. I was and loud. you let your ego shine. I was a kid. I mean, I wouldn't. Well, you don't. Not every kid lets their ego shine, but some do. Oh, yes. You did. Yeah. Hans does. Like, there's interviews of when he's young. Yeah. Or like he's kind of talking shit, but it's entertaining. Yes. What I try to stay away from is just
yes, I let my ego shine, but I don't think I even knew what any of that was when I was younger. Yeah, so it's just sort of I was just a loud, boisterous kid from a household where I wasn't paid attention to because I had 3 of them. Yeah. So I just was like, here's where I'm gonna show up and get my attention. And Artur Yusupov, I mean, he's a great man. I drove that man crazy. He was like top 5 in the world at some point in the 80s and 90s. He said it's either me or this kid. Oh wow! That's So what- you really got to him. Yes, he said, I'm not going to come back and teach camps unless it's me. And I remember like going through this. I have very vague, distant memories of this. My dad calling, apologizing. Yeah. And Did it make you feel good that you got to a grandmaster? no, I felt horrible. Oh. I felt guilty. I feel guilty my whole life about it. I very rarely feel proud of bad things or I showed them. Yeah. Even things, it gets to the point you feel guilty about things you didn't do. That's when, that's when your brain really goes crazy. Yeah, I'm with you on that. So okay, so you can relate to To the Hans. To, Yeah, yes, to young Hans. And he was like in and out of chess. This is what I remember. He was around the rating of 2300. And I remember looking at some of his games in a tournament in Philadelphia. And I was like, there was some game that he played and he didn't know the opening. It was like a London, which is a very popular opening, some theoretical line. I looked at it and I'm like, whoa, he didn't know that? Okay, that's crazy. And then I just kind of walked by. And I saw him in a tournament a few months later, and he did something very rare where in an open tournament, not a tournament of 10 players where everybody plays everybody, open tournament, randomized pairings depending on how many points you have, he played 9 Grandmasters, which is crazy. That means he was performing so well, so consistently, that was where he got his first I Am Norm. Mhm. It's like, oh, here it is. Here comes that like boom of a young player where he gets mature, he gets back into the game, and he gets stronger. I don't follow a whole lot. Pandemic happens, and he starts streaming a bit, and he's boisterous. He's kind of like loud. He's talking trash, and he's gaining rating constantly. He's just, but so are a lot of people. So you don't think much of it. And then now you can go play over the board again, live tournaments, face to face, as opposed to online events. And he's like, I'm gonna go to this tournament. I'm gonna win it. I'm gonna get my last GM Norm. And he does. And then he's like, all right, my goal is this rating by the end of this year. He gets it. He just demolishes absolutely everybody. And you're like, this guy's Over for the real. board? Over the board. You're like, this guy's for real. There's a lot of people like that. If you look at the top juniors of the world, it's crazy. Ali Reza Firouzja, 2,800. Vincent Keimer, 2,700. A bunch of kids from India, 2,700. Similar age or younger usually? 1 or 2 years younger, maybe a little older by a year. But it's just this wave, and you're just hyped for the guy. Yeah. Like this is fucking awesome. Like we got a young American guy who shit talks every time he's on camera, and he beats everybody he plays. But then you start hearing sprinkles here and there, maybe in some stream. Oh, I think he doesn't get to play on chess.com anymore. Yeah. Like chess.com doesn't put that badge there on the account sometimes. Sometimes they just tell the player, listen, we know. Player's like, all right, you got me. And that's it. There's no conversation. So there's like these sprinkles, but people cheat online, especially when they're young. It's very Disconnected.